Also da achten wir halt sehr, sehr drauf. Also man sieht nie aus unseren Fenstern. Mehrere 10.000 Euro für einen Beitrag, wo eine Brand mit erwähnt wird. Da war ich so, okay, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, den Struggle haben aber einfach genauso viele. Also, dass sie sagen, oh, zeige ich mich nicht. Schöne Bilder sind schöne Bilder, das ist irgendwo cool. Aber mich reizt jetzt mittlerweile auch ein bisschen einfach andere Themen. Was würden wir machen, wenn wir jetzt nochmal bei Null anfangen würden? Wir hatten 2, 3 Probearbeiten und dann hat sie nach einer halben Stunde mit mir reingehauen und meinte so, Paul, wir machen das und hat nicht mehr richtig Arbeiten von mir gesehen, weil halt das Persönliche viel, viel wichtiger war. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 2 Megapixel. Heute allerdings mit sogar 3 Megapixeln, denn wir haben nämlich den lieben Paul Hüttemann zu Gast. Bevor wir aber zu Paul kommen, möchte ich noch gerne den heutigen Sponsor vorstellen, nämlich Harman Photo. Wir haben es ja in der ersten Folge schon mal kurz gehabt. Harman Photo macht Analogfilme oder einen Analogfilm speziell, den Phoenix 200. Den hatten wir in der ersten Folge noch nicht entwickelt, wir hatten ihn schon fotografiert. Mittlerweile haben wir ihn entwickelt, haben auch schon mal gesehen, wie die Farben sind und so weiter. Ja, der Phoenix ist ein sehr farbenfroher Film, würde ich sagen. Ja, also super, wenn man so experimentierfreudig ist, super, wenn man so knallige Farben mag, es kontrastreich mag, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Film und auch nochmal ganz anders als diese klassischen, sehr natürlich aussehenden Filme. Dementsprechend auf jeden Fall super, wenn man so eine Art der Fotografie mag. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, auch mal so ein paar Beispielbilder sich vorher anzugucken, weil man dann schon ganz gut einschätzen kann, ob der Film halt wirklich gut für das geplante Shoot passt oder nicht. Aber mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das mal bei einem Shoot so auszuprobieren. Und ich finde auch generell die analoge Fotografie, das hat sowas Melancholisches und verstehe das komplett, warum so viele das lieben. Und ja, implementiere es viel, viel mehr in meine Shoots. Ja, ich habe dich ja auch ein bisschen angesteckt mit Analogfotografie, ne? Hast mich und da hat es ja angesteckt. ganz gut gepasst, dass wir jetzt diesen Phoenix mal testen durften. Ja, voll. Ja. Deswegen danke an Harman Photo. Vielen Dank. Jetzt geht's aber los mit der Folge mit Paul und wir sind wirklich richtig froh, dass Paul sich die Zeit genommen hat, extra zu uns ins Studio gekommen ist. Wir haben vor allem über das Thema Social Media gesprochen, wo ich denke, dass Paul wirklich einer der besten Gäste ist, die wir hierfür bekommen konnten. Und ich will jetzt gar nicht lange hier um den heißen Brei drum reden, sondern würde sagen, wir legen einfach direkt los mit der Folge. Danke nochmal an Harman Photo. Heute sind wir wieder zu dritt. Paul ist bei uns im Podcast. Wir freuen uns ganz, ganz sehr. Paul, ich glaube, wir müssen dich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, weil du schon sehr viele Podcast-Folgen aufgenommen hast, dein Leben, deine Persönlichkeit auf Instagram teilst. Du hast einen eigenen Podcast mit deiner Frau Lisa zusammen. Trotzdem, ganz kurz, seit 2018 bist du selbstständig. Du hast Lena Meyer-Landrut begleitet, du hast Vincent Weiss begleitet, Sarah Connor, du hast einen eigenen Kameraverleih. Also wirklich kommen so viele Sachen zusammen. Vielleicht kommen wir da auf die ein oder andere Sache auch nochmal zu sprechen, aber Man würde es auch Entrepreneur nennen. Oh Gott. richtig. Kommt jetzt in meine WhatsApp-Gruppe. Findest du das Wort böse? Findest du Es ist schon ja. blöd behaftet, glaube ich. Ne? Also es ist einfach auch ich finde, man nimmt sich mit dem Wort zu ernst. Wenn auch Menschen sich selbst Entrepreneur nennen, Ja. dann kann man es nicht ernst nehmen. zu wichtig. Ich glaube, da gibt es einfach coolere Begriffe. Safe. Aber ich glaube, man kennt einfach zu viele Leute, die es irgendwie nicht sind, aber sich so betiteln. Und dadurch ist der Begriff, glaube ich, einfach ein bisschen negativ in den Köpfen. Nennen wir es einfach mal Macher. Er ist ein Macher. Ja. Genau, wir haben uns heute überlegt, wir möchten über das Thema Social Media vor allem sprechen. Wir wollen nicht jetzt nochmal komplett deine Vergangenheit durchkauen. Wer sich dafür interessiert, bitte fühlt euch frei, einmal bei alten Podcast-Interviews und so von dir reinzuhören. Da hast du auf jeden Fall schon alles ins kleinste Detail erzählt. Aber vor allem das Thema Social Media hat bei Jules und mir im Podcast definitiv noch gefehlt. Und da bist du uns als erstes eingefallen, als Gast. Mal schauen, vielleicht biegen wir auch rechts und links nochmal irgendwo ab. Vielleicht finden wir noch andere Themen. Aber das soll heute so ein bisschen unser Fundament sein. Man kann ja auch dazu sagen, dass wir in der ersten Staffel es schon mal versucht hatten. Auch mit Gast eigentlich? Nee, ohne. Also Okay. wir haben ja die erste Staffel ohne Gäste gemacht und haben da auch schon mal versucht, über das Thema Social Media zu sprechen, aber
es ist einfach ein Riesenthema, ne? Und wir haben jetzt in der 2. Staffel gemerkt, mit Gästen fallen uns solche Themen dann manchmal ein bisschen leichter, weil man halt einfach nicht nur 2 Leute hat, die was sagen 2 sollen. Meinungen, sondern eine dritte. Ja, es hilft tatsächlich und deswegen gehen wir das Thema jetzt nochmal neu an und da bist du halt unser Und ich dachte, Gast. es bleibt ein Geheimnis. Jetzt hast du es einfach Nö, erzählt. wir sind ja transparent in unserem Podcast. Okay. Ja, wir haben die Folge schon mal versucht aufzunehmen. Die war aber dann irgendwie ein bisschen zu wild und wir haben uns dann irgendwie auch versucht, ja, über TikTok und Behance und Instagram und irgendwie war es alles viel und mal gucken, wo wir heute landen, aber es wird schon. Genau, Paul, starten wir doch einfach mal. Denkst du, man braucht als Fotograf oder Fotografin eine Plattform wie Instagram? Ja, direkt mal rein, war mit der rein. wichtigsten Frage fast, also heutzutage, glaube ich. Ich würde sagen, also ich kann es aus meiner Sicht nur erzählen, würde ich mal behaupten. Und ich glaube, ja, also klar, es ist nicht allgemein zu beantworten, weil ich finde, oft spielt es auch natürlich eine Rolle, was für ein Typ du bist. Also wenn du jetzt introvertiert bist, dann musst du halt auch deinen Weg finden, wie man es trotzdem nutzen kann. Weil bei mir ist es einfach, ich bin jetzt nicht super, super extrovertiert, aber ich würde jetzt sagen, ich bin nicht introvertiert, so kann man es formulieren. Und deswegen fällt mir das halt einfach auch leichter zu nutzen und deswegen auch zu sagen, natürlich muss man das für sich dann auch nutzen. Das ist ein kostenloses Werbetool, also du kannst deine Arbeit zeigen, du kannst dich zeigen, Leute kriegen auch ein Gefühl dann einfach, wie du bist, wie du arbeitest, auch vielleicht auf Fotografie, Produktionsbasis, dann ist der cool drauf oder kleiner Weirdo, das glaube ich, kann man auch gut aus Stories entnehmen, auch wenn es jetzt nicht das komplette echte Leben ist. Aber ich würde sagen, man muss es heutzutage auf jeden Fall bespielen und mitnehmen, weil je mehr du gesehen wirst, desto mehr Möglichkeiten ergeben sich ja auch. Und wenn du jeden Tag eine Story machst und selbst wenn nur ein Job dadurch mehr im Jahr entsteht, finde ich, hat sich das schon gelohnt, sage ich mal. So. Ja, komplett. Und der Punkt schon mal, sich selber zeigen, finde ich, ist ein richtig wichtiger und ist auch das, was ich super oft als Frage bekomme, so, muss ich das machen? Wie mache ich das? Ich kann das nicht. Finde ich halt auch nicht unbedingt notwendig. Also in erster Linie kann man es halt auch als Portfolio bespielen, eher so das, was Jules macht. Aber man muss halt schon sagen, Paul, du und ich, wir zeigen unsere Gesichter auf Instagram zum Beispiel. Wir machen das ja auch nicht einfach aus Langeweile, sondern auch, weil wir wissen, dann sind wir einfach viel nahbarer und bekommen dadurch auch Jobs, die, glaube ich, andere Leute nicht bekommen würden, die ihr Gesicht nicht zeigen. Genau. Aber hast du jemals eine Story gesprochen? Ja, also ich kann schon auch mein Gesicht zeigen, aber ich habe es halt noch nie so richtig, ja, weiß nicht. Also ich habe auch vorher im Vorgespräch kurz gesagt, dass auch der Podcast zum Beispiel sauneu für mich war, mich mit gutem Sound im Internet zu hören selbst. Du hast gerade angesprochen, dass man sich zeigt und so weiter. Da ist mir eine Frage eingefallen, war das schon immer einfach für dich? Weil der Moment kommt ja irgendwann, wo man das entscheiden muss, das ernster zu machen auch und dann sich wirklich auch nicht nur, sage ich mal, mit der Selfie-Kamera filmt, sondern auch mal was aufbaut oder mal auch ein Licht setzt oder mal irgendwie sich zu Hause auch ein schönes Setup irgendwie preppt und das ist ja dann schon eins weiter, sage ich mal, und mir fällt es mittlerweile ein bisschen leichter, aber ich bin noch lange nicht an dem Punkt, wo du oder Luise sind. Und ja, war das schon immer so? Wie hat es sich entwickelt? Wahrscheinlich auch durch die Medienwelt ein bisschen. Ja, ich glaube, es hat sich auch entwickelt. Ich glaube, 2018 war auch Instagram noch nicht das, was es heute war, mit Reels und auch ist ja auch eine Selbstinszenierung irgendwo, muss man ja auch sagen. Natürlich gibt es manche, die es extremer machen, manche weniger, die Inszenierung. Aber zum Beispiel 2018, wo ich mit Lena angefangen habe, da war es mir ganz, ganz wichtig, dass ich eigentlich selten was von mir zeige, dass ich selten Stories mit ihr aufgenommen habe, weil ich halt nicht quasi so wirken wollte, glaube ich, nach außen, als würde man, blöd gesagt, was ausnutzen wollen. Sondern da war ich wirklich professionell, würde ich noch sagen, dass ich halt wirklich für sie als Fotograf vor Ort war und nur Fotos von ihr hochgeladen habe quasi in meinem Feed und nicht irgendwie, wie wir was machen. Also es war mir irgendwie wichtig, dass es nach außen so wirkt und so war es dann auch. Aber mit der Zeit hat sich das dann auch alles ein bisschen aufgelockert, auch nach diesem Jahr mit ihr, dass man hier und da sich auch mehr gezeigt hat. Und da hatte ich auch komische Prinzipien am Anfang, auch mit Lisa oft drüber gestritten, weil dann habe ich einen Tag gesagt, ich will mich gar nicht selbst zeigen, dann habe ich aber am nächsten Tag doch was mit ihr irgendwie hochgeladen. Also das ist halt so ein Pendel. Und ich glaube, den Struggle haben aber einfach genauso viele. Also dass sie sagen, zeige ich mich nicht. Wenn ich mich zeige, wie bin ich? Bin ich
bin ich komplett authentisch, spiele ich auch eine Rolle, ist ja auch okay, wenn man das entscheidet für sich, aber Ja, es ist wie du auch sagst, dieses sich mit prominenten Menschen zeigen, man hat die Hater dann direkt auch, man hat dann Leute, die sagen, der ist nur Fame, weil er sich mit der zeigt und so. Ja. Und da ist es wahrscheinlich so individuell von Person zu Person, dass man da gar nicht sagen kann, mach so oder mach so, aber es ist für jeden ein Weg wahrscheinlich, ne? Ja, und ich glaube, man muss einfach machen, ausprobieren und dann weiß man das irgendwann, weil das pendelt sich, wie gesagt, ein. Ich bin jetzt mittlerweile so, dass ich jeden Schwachsinn da hochlade, weil ich halt auch eine andere Schiene fahre, würde ich jetzt sagen. Also zum Beispiel bei dir ist es, haben wir auch schon gesagt, ein bisschen bedachter sein oder da ist einfach jetzt nicht random alles dabei und bei mir ist es einfach so, weil ich fand auch immer irgendwann dann, man ist halt natürlich ein Fotograf und macht ästhetische Bilder, aber man ist ja auch immer noch eine Person dahinter. Und klar verstehe ich das, wenn man das auch trennen möchte, dass man sagt, ich bin nur dieser Fotograf auf der Plattform und zeige halt, es geht ja auch alles, das ist super easy, ne? Aber mir war es halt zu langweilig, weil ich schon immer einfach viel gemacht habe und ich mehr sein wollte auf dieser Plattform als nur ein Fotograf, der Bilder hochlädt. Und deswegen fällt mir das auch dann irgendwo einfacher. Mir macht es Spaß. Mir macht es auch unfassbar Spaß, mit den Leuten zu schreiben. Also ich antworte jede Nachricht, die reinkommt. Also ich habe gerade 4 Anfragen offen. Los geht's. Aber mir macht das so Freude. Also ich weiß dann auch zu den Profilbildern, welcher Follower jetzt dahinter steckt oder so. Und ich glaube, muss man halt für sich wissen natürlich, in was für ein Ausmaß man das Ganze machen möchte. Aber bei mir, wie gesagt, war es am Anfang auch ganz anders. Also mittlerweile, weil ja oft sind ja auch Fotografen so, haben auch einen hohen Anspruch an ihren Feed. Und was soll da jetzt ein iPhone-Bild sein? Lass es ein cooles Outfit sein oder irgendwie. Ja. Und da bin ich auch noch ganz, ganz schwer. Zum Beispiel Reels möchte ich zum Beispiel immer noch mit einer Sony, mit einer Softbox, wahrscheinlich noch mit einem Angelmikrofon aufnehmen, wo man sich denkt, Digga, ist scheißegal. Am Ende zählt die Story und was du erzählst und nicht, wie du es aufnimmst. Aber du hast halt diese Perfektion in deinem Kopf, weil du halt selber das immer so anlieferst, möchtest du es ja auch für dich haben. Komplett. Und ich glaube, daran scheitern auch viele, dass sie sagen, nee, ich lade jetzt einfach mal, wenn du halt nur jetzt dein Feed, der ist ja auch super clean. Und wenn da, würde ich jetzt schon mal so behaupten, das ist schon. Ich kann gleich auch noch mal was dazu sagen. Ja, finde ich ganz toll spannend, wenn wir das einmal so ein bisschen analysieren. Stimmt schon. Also bei dir sind jetzt nicht überall so random noch Selfies und hier und da. Nee, und und das ist halt, das sind muss schon man ja Portfolioarbeiten bei dir auch. Ja. Wann man das aufbricht. Und bei mir ist es jetzt einfach mittlerweile so, dass ich mich mehr davon gelöst habe, weil man denkt immer, dieser Feed und am Ende ist es in einem halben Jahr ist das schon alles runtergerutscht und scheißegal, es juckt wirklich so wenig. Ja. Das finde ich ganz so spannend, weil wir auch gerade schon, Lennart ist gerade im Studio, ein Freund von Jules, der auch nochmal meinte, so Artdirektoren, die gucken sich halt deinen Insta-Feed an und screenshotten den und packen den mit in einen Pitch rein oder ne? Also so ganz unwichtig finde ich so ein Feed nicht, vor allem halt als selbstständiger Fotograf oder Fotografin. Aber ich muss sagen, es war für mich auch so wichtig, irgendwann zu verstehen, nicht jedes Reel vor allem muss gut ausproduziert sein. Gar nicht. Also mittlerweile filme ich alles mit dem Handy, teilweise einfach mit Tageslicht. Wenn es hochkommt mit einem Mikrofon, aber manchmal wirklich auch nur das Mikro vom iPhone. Und ich muss sagen, dass das in mir so eine große Blockade gelöst hat, weil ich viel spontaner sein kann, weil es viel mehr um mich geht und das eigentliche Thema und nicht darum, dass es irgendwie ästhetisch ist. Und also bei Reels muss ich schon sagen, da achte ich gar nicht drauf, dass es irgendwie alles on fleek ist. Aber ich nehme es bewusst aus meinem Beitragsfeed raus. Aus Profilraster entfernen. Genau, weil ich mir so denke, ja okay, wenn so Werbekunden quasi auf meinen Account gehen, sollen die erstmal mein schönes Portfolio sehen. Macht doch voll Sinn, finde ich. Und das ist ja dann auch dein Spielkasten quasi, die Reel-Sektion, würde ich mal sagen. Und das Ästhetische ist halt also das finde ich auch cool, dass du es ja eigentlich so mittlerweile trennen kannst heutzutage. Ja. Und du kannst es ja trotzdem immer noch ästhetisch machen und dann nimmst du halt irgendein Titelbild, was schön aussieht, dann passt das auch rein, ne? Dann sieht alles wieder tutti aus, genau. Darf ich fragen, wann entscheidest du, eine Story zu machen? Also, weil du machst ja auch teilweise private Sachen, erzählst so ein bisschen, was dann wieder ein Tag war. Wann kommt der Gedanke? Also, was passiert da bei dir im Kopf? Ja, unterschiedlich. Also manchmal habe ich Themen, jetzt zum Beispiel Sony Pro-Konferenz steht an. Das steht dann wirklich auf meiner To-Do-Liste und dann weiß ich, in den nächsten 2-3 Tagen will ich es irgendwann, wenn es gerade passt, mit
aufgreifen. Ja, aber ich meine jetzt gerade eher so private Sachen. Also zum Beispiel, wenn dir was passiert über den Tag. So, dann machst du ja manchmal auch eine Story und erzählst da ein bisschen, was ist da die Entscheidung? Das zeige ich jetzt auf meinem Social Media. Ja. Super intuitiv. Also da gibt es jetzt keinen. Denkst du einfach so, oh ja, das wird jetzt passen und manchmal könnte die Leute auch interessieren vielleicht. Genau. Ich finde es auch wichtig, dass es nicht nur fotografiebezogen ist, was ich teile. Das habe ich früher quasi nur gemacht. Es musste immer irgendwas, wichtig, genau, für mich. Sondern ich will schon auch, dass man mehr versteht, wer ich eigentlich bin. So ein bisschen Personal Brand. Ja. Und manchmal denke ich so, oh ja, das ist jetzt irgendwie so was Witziges. Zum Beispiel jetzt gestern, also wir nehmen den Podcast gerade auf. Was ist denn heute für ein Tag? 20. September. Genau, September. So Januar 2026 die Folge. Naja, wir wollen ja schon jetzt alle 2 Wochen releasen und ich glaube, wenn die Folge rauskommt, auf jeden Fall, gestern habe ich so kurz geteilt, so hier sind jetzt meine Gesellschaftsspiele und so, ich bin so eine Spielemaus. Und das sind schon so Sachen, wo ich mittlerweile so denke, das erzählt auch so ein bisschen was über mich und irgendwie finde ich es schön, dass man dann auch so ein bisschen mehr die Person hinter der Kamera kennenlernen kann. Aber es ist trotzdem schon bedacht und ich achte auch darauf, dass ich sehr private Sachen privat halte. Also, dass man jetzt nicht meine Familie sieht, dass man jetzt nicht so wirklich auch versteht, was ich eigentlich den Tag tatsächlich mache. Und wisst ihr, was ich meine? Ja, also man spielt ja auch schon trotzdem eine andere Rolle, die man privat ist. Selbst hier im Podcast sind wir ja nicht 100% wir selbst. So, weil wir bestimmte Wörter nicht sagen. Weißt du, also fängt ja da schon an. Das ist zwar ein kleines Beispiel, aber natürlich ist man nicht so wie in echt. So, man schlagt einfach nochmal an. Also man spielt ja nichts, das ist ganz wichtig, aber klar ist es dann halt bedachter. Ja, so also sobald eine andere Kamera an ist, ist man irgendwie streng genommen ein bisschen, nicht aber so ein schmaler Grad einfach, kann man nicht gut erklären. Hast du das Gefühl, du spielst eine Rolle? Nee. Nee. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, ich spiele eine Rolle. Ich habe halt nur das Gefühl, das war vielleicht die falsche Formulierung, aber was Paul schon sagt, ich glaube halt, also natürlich, jetzt kann ich sagen, scheiße so, aber man achtet halt Sachen drauf, was man sagt. So, und das ist nicht eine Rolle spielen, aber wenn du schon sagst, ich zeige bewusst Dinge nicht, ich zeige auch meiner Familie nicht, das würdest du ja im Privatleben nicht tun. Also mit Freunden zum Beispiel. Und das ist dieser Unterschied, den ich meinte. Nicht, dass sie irgendwie eine Rolle spielt, aber man will ja auch einen gewissen Eindruck erwecken als Fotografin oder als seine Personal Brand. Und dann ist es ja auch okay, dass man eben nicht alles preisgibt über sich oder eben auch Dinge zurückhält. Ich glaube, man muss auch aufpassen, weil manchmal denkt man, alle haben mich lieb. Ich bin auch sehr gutgläubig generell. Aber es gibt ja auch Leute, die einem nichts Gutes wollen. Und wenn man dann halt teilt, hier ist meine Adresse, was ist meine Stelle. Also da achten wir halt sehr, sehr drauf. Also man sieht nie aus unseren Fenstern hinaus. Also es ist No-Go. Ja. Weil es so einfach ist, man sieht, wenn wir im Urlaub sind, also 1 und 1 zusammengerechnet. Da gibt es ja auch schon so Storys, ne? Dass das Fotografen passiert ist. Super oft. Ja, auch Kinder zeigen, ne? Das ist wirklich, finde ich auch ein ganz schwieriges Thema. Bin ich sehr kritisch. Ja. Wir haben alle noch keine Kinder. Wir haben alle keine Kinder, aber vielleicht irgendwann. Und irgendwie denke ich mir auch bei sehr vielen Dingen, bei fast allen so, jeder soll einfach machen, was er will. Aber bei Kindern muss ich sagen, denke ich mir so, nee, auch wenn du dein 1-jähriges Kind zeigen willst, mach es nicht. So, das kann überall landen. Es kann irgendwelche Menschen geben, die dir was Böses wollen, die das hochladen auf Plattformen, da will man gar nicht drüber nachdenken. Und das Kind kann halt nicht sagen, ich will das nicht. Ja, es hat ja keine Meinung. Nee. Also alle anderen, also so ab 10 würde ich sagen, haben die eine Meinung darüber. Also, keine Ahnung, random. Aber ja, wenn die halt noch keine Meinung haben, ist es schon schwer, sich darüber hinwegzustellen. Und aber es ist, glaube ich, auch eine eigene Folge, eigenes Thema, so Kinder im Internet. Aber ja, ich würde es auch nicht machen. Gehört einem, also warum? Also klar, von hinten so mal, wenn irgendwie, aber. Es gibt Grenzen, definitiv, ja. Es gibt schon so einen kleinen Spielraum, wo man sagen kann, ja, okay, so kein Ding, aber es gibt schon Grenzen, definitiv. Ja, die sind auch sehr weit unten bei mir, diese Grenzen. Ja, voll, komplett. Ich habe mal eine andere Frage. Was ist unabhängig von euren persönlichen Accounts jetzt, was ist eure Favorite Social-Media-Plattform? 1, 2, 3, Instagram. Ja, ist es so, ja? Auf jeden Fall. Ich glaube, bei mir ist mittlerweile YouTube, ehrlich gesagt. Was für ein Ding? YouTube. Also glaube ich. YouTube. Ja, aber nicht, weil du jeden Tag YouTube-Videos... Ich habe YouPorn verstanden. Ich habe YouTube wahrscheinlich. YouTube, ja. Das ist so eine chinesische Plattform. Ich gefühlt Instagram zu viel Werbung, zu viel Müll als Konsument.
Und YouTube ist irgendwie, ich kann es mir noch mehr aussuchen, was ich sehen will. Da hast du deinen Algorithmus nicht gut trainiert. YouTube-Algorithmus ist halt, der ist echt stark. Also und zum Beispiel unser Guilty Pleasure zu Hause ist in der Mittagspause auch die Fahrradcops gucken. Überragend. Und dann werden halt echt geile Sachen zusammengestellt, wie die halt Tuner rausziehen und so. Und da ist YouTube wirklich on point, muss man sagen. Also, aber ich finde auch, YouTube ist halt auch, also ist einfach mehr Information auch immer dahinter, ne? Bei Instagram ist es nicht so schnell. Ja, es ist nicht so schnelllebig. Du verblödest auch nicht so schnell, finde ich, weil du guckst dir mal ein Video an und du hast dann mehr deine Grenzen im Griff, würde ich auch behaupten. Weil jetzt auch 10 Minuten geht so ein Video und bei Reels, kennt man, das ist auf dem Topf und dann bist du da auf einmal 5 oder 10 Minuten. Das ist so krass einfach. Und du denkst dir so, du siehst richtig, wie so dein Gehirn in dieses Handy fließt und du verblödest und du so leer danach bist. Und ich finde, bei YouTube ist nochmal ein bisschen was anderes. Also, aber ja, ich erwische mich so oft mittlerweile dabei, wie ich so ein Reel sehe, von irgendeinem Quatsch, keine Ahnung, Alter, Autounfälle oder was weiß ich so. Und dann klicke ich das an und scroll so lange in diesem Account rum, bis ich das letzte Reel erreicht habe. Und dann denke ich so, oh mein Gott, es ist wieder 20 Minuten Lebenszeit verschwendet. Ja, genau. So. Für was? Anstatt sich mal bei der Familie zu melden, was eine Minute dauert, guckst du halt lieber, es ist so ein, ich glaube, jeder kennt es einfach heutzutage. Ich weiß, dass Luise Tools hat dafür, um deinen Konsum zu begrenzen. Das hört sich schon genauso an. Hast du sowas auch? Nee. Ich habe nur diese Apple. Ja, Time, Time-Ding. Aber dann drückst du auf Limit ignorieren oder. Ja. Welche hast du? Also man muss ja erstmal sagen, die Apps sind schon so konzipiert, dass man einfach so viel Zeit wie möglich darauf verbringt. Und ich merke auch, es gibt Momente, da bin ich gefangen. Ne? Der Algorithmus ist gut trainiert. Es macht auch Bock irgendwo. Es macht ja auch Bock, du wirst befriedigt. Der Dopaminausstoß, der kickt teilweise. Und voll viele Sachen, die passen halt auch wirklich wie die Faust aufs Auge zu mir. Da denke ich mir, das finde ich spannend, das finde ich auch interessant. Krass so. Aber wenn ich merke, jetzt ist hier eine Stunde rum und ich weiß nicht, wo die Stunde hin ist, dann denke ich mir, okay, vielleicht muss ich doch mal mich da so ein bisschen unter Kontrolle bekommen. Und man fühlt sich auch nicht gut danach. Man fühlt sich einfach schlecht. Einfach komplett. Und also was ich sehr gut finde, ist die App OneSec. Können wir auch gerne mal irgendwie hier in die Shownotes packen. Das funktioniert folgendermaßen. Man lädt sich die App runter und verknüpft die mit Instagram. Und wenn man dann Instagram öffnet, geht auch mit jeder anderen Social-Media-Plattform, muss man noch mal ein paar Sekunden warten, bevor man das öffnen kann. Und das Paradoxe ist, dass man in diesen 5, 6, 7 Sekunden, whatever it is, drüber nachdenkt, so, was will ich da jetzt eigentlich? Lohnt sich jetzt gerade wirklich im Treppenhaus die 2 Stockwerke raufzukommen? Korrekt. Und man denkt so, warte mal, war das jetzt einfach nur so ein Routinegriff von meinem Daumen und meinem Gehirn? Oder will ich da jetzt wirklich gerade irgendwas hochladen? Oder, ne? Und ganz oft schließt man das tatsächlich einfach wieder, bevor man es geöffnet hat. Ja. Weil sobald man aber die Anzeige von Instagram sieht, ist man so verleitet zu scrollen. Und das Beste noch an der Sache. Wie viele Sekunden sind es bei dir? Kann man einstellen wahrscheinlich, oder? Kann man nicht einstellen. Ich kann es dir nicht genau sagen. Aber das Beste an der App ist, man hat einen Score. Und man sieht immer, wie oft man schon versucht hat, innerhalb der letzten 24 Stunden Instagram zu öffnen. Und wie oft man es geschafft hat, es ohne zu öffnen wieder zu schließen. Ja, das ist ein Spiel. Das ist das Spiel gegen einen selber. Und da muss ich sagen, das ist sehr gut konzipiert. Ja, das ist schlau, Ja, kann ich empfehlen. Zweite Sache noch, Opal heißt sie. Da kann man dann zum Beispiel sagen, von 8 bis 12 ist die App gesperrt. Kann man nicht drauf zugreifen. Da ist dann so eine kleine, wie nennt sich das, eine Sanduhr daneben. Kann man nicht draufklicken. Habe ich auch die App. Und es gibt vor allem die Schlafenszeit, wo ich sage, ab 20 Uhr bis 6 Uhr. Also nicht jetzt würde ich 20 Uhr ins Bett gehen. Langer Schlaf auf jeden Fall. Davon träume ich. Das ist quasi das, wo ich auf keinen Fall Social Media öffnen will. Dann ist es gesperrt. Ja. Und Ich habe vor 2, 3 Tagen gesehen, dass Australien, glaube ich, Social Media unter 16 verbieten möchte. Oh, wow. Was haltet ihr davon? Gut? Ja, also ich lieb's, dass ich oder wir ja auch, würde ich so mal, ich weiß nicht genau das Alter von jedem hier, in der Zeit aufgewachsen sind, wo es noch nicht das gab und wo es noch nicht Handys gab. Also wir sind halt auf den Bolzplatz gegangen und die gucken sich jetzt irgendwelche TikTok-Trends an. Also jetzt eine Freundin von uns ist Lehrerin, wo die sich die Luft anhalten und dann umkippen in der Schule, ist ein TikTok-Trend mit 11, 12. Also oder so Waschmaschinen-Tabs schlucken oder so. Das ist dumm. Es ist einfach dumm. Oder auch diese Challenges, diese weirden Challenges. Hey, das wurde mir noch nie angezeigt. Mein Algorithmus das hast du halt in Nachrichten gelesen, dass da halt Kids teilweise dann irgendwie umkippen und sich verletzen oder halt
Oder auch die haben auch so aus Spaß einen Amoklauf wurde dann kommuniziert bei TikTok und dann haben die kurz überlegt, die Schule zu schließen. Und das ist halt so dumm, weil wir haben noch einfach so ehrliche Scheiße gebaut einfach früher. Wir sind über einen Zaun geklettert, haben Fußball gekickt, Eule hochhalten und uns gar nicht damit beschäftigt. Und ich finde, heutzutage ist es einfach viel zu früh und ich glaube, das ist schon so ein Thema, dass die Generation einfach lost ist dann so ein bisschen dadurch, weil die halt das sehen, sich an anderen Sachen orientieren und sowas gab es ja für uns gar nicht. Wir haben mal eine Zeitschrift geholt und hatten da den Kontakt zu berühmten Persönlichkeiten oder sonst was. Und deswegen finde ich das schon wichtig. Unter 16 finde ich auch. Aber es lässt sich ja wahrscheinlich nicht verhindern, weil die werden trotzdem, also wir haben auch zu Alkohol den Weg gefunden. Das ist ja das gleiche Thema. Also sorry, ich habe auch mit 15, 16 schon wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das überhaupt kontrollieren möchte. Kontrolle kriegen sollte. Klar, am Ende müsstest du, glaube ich, dass du dein Perso registrierst. Oder mit der SIM-Karte irgendwie. Da ist es ja schon, glaube ich, verknüpft irgendwie. Genau. Aber da sind dann die Eltern dran. Also es wäre der richtige Weg, weil wie gesagt, ich bin super dankbar, dass eigentlich erst mit 18, 19 hat es angefangen. Also 2012 habe ich Instagram mir gemacht und das war direkt nach dem Abi. Es war so geil. Ja. Also deswegen, tut es mir auch manchmal so ein bisschen leid für die heutige Generation, froh, dass sie das gar nicht anders kennen. Ja. Also wie krass war, sagen wir jetzt, als das erste iPhone rauskommt, jetzt haben die iPhone 16. Ja. Und das ist so verrückt zu sehen und deswegen ist es eigentlich. Ich habe heute auch auf dem Weg in der U-Bahn so einen, keine Ahnung, 10-Jährigen gesehen mit so einer Apple Watch. Ja, und du musst es halt, glaube ich, auch machen als Eltern, weil wenn du es nicht machst, dann ist dein Kind quasi, wie gesagt, der Außenseiter, der es nicht hat. Ja. Und das willst du klar kannst du es machen, aber das willst du ja auch nicht, dass du dann der Ausgestoßene oder die Ausgestoßene ist. Ja. Ich glaube, für uns ist es können wir nicht bewerten, weil wir keine Kinder haben und auch nicht, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Aber deswegen sehr, sehr dankbar, dass man da mit 18 erst reingeworfen worden ist. Ich auch. Ja, same. Ja, Paul, was mich jetzt interessiert ist, warum du Instagram so sehr bespielst, aber andere Plattformen so gut wie gar nicht. Also YouTube, habe ich mal geguckt, du hast 1500 Abonnenten, die muss man auch erstmal bekommen, aber lädst kaum was hoch. TikTok? Nee, gar nicht. Eigentlich gar nicht. Konsumierst du TikTok? Nee. Auch nicht, ne? Ja. Ich habe die App, aber liegt's am Alter? Wahrscheinlich schon auch ein bisschen. Am Alter und ist mir zu viel, dann eine reicht. Also wir haben es zu Hause so, Lisa nutzt es sehr aktiv und schickt mir dann immer lustige TikToks und dann gucken wir einmal in der Woche die Liste zusammen ab. Ist auch sehr geil. Aber das ist das einzige Mal, also die tangiert mich wirklich null, diese App. Ja. Ich habe es schon oft versucht, aber ich krieg's auch nicht hin. Ich habe sogar mal versucht, TikTok unten ins iPhone zu legen, in diese 4er. Damit du es mehr... dass ich es mehr nutze, aber ich klick's nicht an. Ja. Das ist einfach nicht... Ist egal. So. Verstehe ich. Ja. LinkedIn, was sagst du zu LinkedIn? Entrepreneur. Ist mir zu sehr Honig ums Maul schmieren oft und alle sind die nächsten Steve Jobs gefühlt und bin aber auch der falsche Typ. Ich bin auch der falsche Typ dafür, weil ich lade halt Bilder auch und mache da einen Satz und da sind halt welche, ich habe diese Strategie gefahren und so gewinnst du mehr Kunden und dieses Feedback habe ich hier bekommen. So wie du, Luise. Nee, aber du machst schon mehr auf LinkedIn, oder? Also du fokussierst dich da schon ein bisschen mehr drauf. Ja, ich habe vielleicht 5 Posts da geschrieben. Es ist schon. Ich dachte immer, du postest da immer, wenn es News gibt, postest du das auch auf LinkedIn, dachte ich immer. Ja, aber also 3-mal News im Jahr gefühlt. Okay. Ich dachte öfter. Ja, nee. Okay. Das ist schon eine Wahnsinnsplattform, glaube ich. Also ich habe auch mal NFL-Bilder da hochgeladen und das war das erste NFL-Spiel in Deutschland. Also schon viel Fokus auf dieses Spiel. Und es hatte dann Impressions von 110.000. Also das ist schon krass. Also ich glaube, LinkedIn öffnet sehr viele Türen für Jobs. Jetzt nicht für Reichweite ist ja Bums, würde ich mal sagen. Aber es ist schon Wahnsinn, weil da sitzen ja auch Leute, wenn die das sehen, die entscheiden halt auch Sachen. Da sitzen viele CDs und ADs tatsächlich. Ja. Also das für ein Netzwerk in dieser Agenturwelt ist es wirklich nicht schlecht. Ich glaube auch. Vor allem auch, weil es ist wie gesagt eine andere Bubble, aber die Werbeagenturen Deutschlands und auch wahrscheinlich woanders in anderen Ländern, die nutzen das schon sehr intensiv, um eben genau das zu machen. Dann postet der CEO eben wieder, wir haben den Preis mit der Kampagne gewonnen und so. Und wenn du da dann als Fotograf mit erwähnt wirst oder das teilen kannst, das dann bringt schon ab und zu was. Das habe ich jetzt auch schon festgestellt. Ich bin da auch null aktiv, aber ab und zu wird man dann schon getaggt auch oder so. Ich glaube, es ist halt eine Plattform, die, glaube ich, mehr bringt einfach, glaube ich, als Instagram, weil ich glaube, da ist einfach auch so viel Masse und ich glaube, du wirst auch viel einfacher gesehen bei LinkedIn als und sie ist auch nicht so durchgehypt von irgendwelchen
Nee, da sind so, ja, das da ist sind halt ja auch noch ein keine bisschen Influencer, erwachsener. blöd gesagt. Ja. Also es ist schon gefiltert, sag ich mal, dass halt wirklich eigentlich nur Arbeit dort landet, die du kriegst. Deswegen, ich spiele es aber eigentlich so oft wie du. Also ich würde hochgerechnet sagen, alle 2 Monate da einmal einen Beitrag, aber ich vergesse es halt auch. Also ich habe da halt nicht den Fokus drauf, sondern wenn mal was richtig Cooles ist, ein cooles Bild, dann ja, jetzt Olympia habe ich dann ein paar Sachen hochgeladen, weil es halt aktuell ist, weil es ein bisschen besonderer ist als andere Sachen, aber ja auch nicht oft genug. Es gibt schon auch die LinkedIn-Influencer mittlerweile. Ja? Ja, ich Ja, kenne auch wollte ein ich paar grad sagen, du, persönlich, ja. habe auch schon welche Okay. fotografiert und so. Das ist schon krass. Also ich kenne dann auch so ein bisschen die Zahlen, was sie auch teilweise bekommen für Werbeanzeigen bei so Posts, also Kooperationen. Crazy. Und da ist mir fast die Kinnlade Kannst du ein runtergefallen. Beispiel sagen von so einer Kooperation? Sind es FotografInnen oder Nee, sind das das sind Business Owner. Ich glaube, ich klein, weiß auch, groß. wen du meinst. Also, Das sage ich jetzt hier nicht. ja, ist ja okay. Kann ich off-cam sagen. Aber ich war wirklich so, wow, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass LinkedIn ja in einer ganz kleinen Blase wahnsinnig krass ist. Also mehrere 10.000 € für einen Beitrag, wo eine Brand mit erwähnt wird. Da war ich so, okay, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Muss man sich natürlich auch hart erarbeiten und die das machen. Ja. Das ist generell auch bei Instagram, bei TikTok so. Ich glaube, manchmal denken Leute, boah, krass, die haben ein super cooles Reel gemacht und dann sind die abgegangen und seitdem sind die erfolgreich. Nee, viele Leute machen das jahrelang, ohne auch nur einen kleinen Erfolg zu generieren. Dann irgendwann mit viel Übung und Durchhaltevermögen geht das durch die Decke, aber da steckt oft so viel Arbeit drin, die niemand gesehen hat. Ja. Bei LinkedIn natürlich auch. Also die Leute, die ich da kenne, die machen das seit dem Beginn von LinkedIn. Die haben von Anfang an das Potenzial gesehen und haben sich gedacht, ich poste jetzt hier 2-mal die Woche und gebe Updates, wie mein Business läuft, was meine Hürden sind, was meine Erfolge sind. Und irgendwann hat dann halt einer mal so richtig durch die Decke geschlagen. Sagt man das? Ich glaube nicht. durch die Decke geschossen? Gegangen. Geschossen. Ja. Okay. Naja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ja. Und ja, dann kommen natürlich vor allem so business-related Firmen, die dann sagen, boah, wenn du uns postest und dir folgen ja ganz viele Business-Leute, dann ist es Ja, ja. absolut Win-Win. Ja. Ja, und ist halt eine eigene Welt, glaube ich, die uns halt nicht auch tangiert, würde ich sagen. Aber klar, es ist halt auch eine ganz andere Plattform und Möglichkeit da. Bei uns im Studio wollte mal eine Fotografin mit einer Brand zusammenarbeiten und hat auch einfach auf LinkedIn Kontakt gesucht, geschrieben und so. Das kann man schon auch machen. Also man darf nicht unterschätzen, dass man da auch viele CEOs hat, Artdirektoren, wie du schon meintest und so, die dann halt dort auch gerne mal ihre Nachrichten lesen und sich dazu vernetzen. Gerade jetzt so in der Werbebranche würde ich schon auch Leuten ans Herz legen. Ja. Voll. Also mir hat es ja auch, wenn ich es mal genutzt habe, hat es mir sau viel gebracht. Also zum Beispiel auch dieser Mancherie-Job, wo ich diese roten Teppichbilder gemacht habe. Blöd gesagt, also, hat mir das mehr Jobs ermöglicht als Olympia oder Lena. Weil darauf wurde ich wirklich speziell für so eine Sachen weitergebucht. Und das denkt man gar nicht. Weil es auch die so richtigen Leute halt sehen. Ja, ne? und es war auch eine Arbeit, die ich eigentlich nicht erst teilen wollte, weil es gar nicht meins war. Also es war mit Blitz, es war direkt Tethern, es war jetzt nicht dieses Leica Grain Game, nenne ich es mal nett. Ja, ist ja so. Und, Leica Grain Game. ich glaube, das ist auch durchgespielt mittlerweile. Und das muss man sich auch, also du darfst auch nicht zu sehr verklemmt sein, sage ich einfach. Man soll auch mal zeigen, was man nicht so macht, weil, wirklich, wie gesagt, das war dann 7, 8 Jobs wirklich, wo ich speziell für sowas angefragt worden bin. Wir wollen direkt die Bilder, so eine kleine Fotostation und sowas öffnet dir dann auch Türen. Krass. Du hast gerade was gesagt, diese Accounts, ich stoße da relativ oft drauf, wo man so wirklich sieht, die posten jeden Tag ein Reel. Und das sind richtig geile Sachen teilweise. Also es geben sich so viele Menschen so viel Mühe mit diesem Thema, egal ob sie damit Fame werden wollen oder auch einfach nur es toll finden, Videos zu machen und haben keinen Erfolg damit. Ja. So, und das ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir immer, ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass die Menschen, die jeder kennt, die so wirklich so viral gegangen sind und so, dass das nicht vergleichbar ist mit allem anderen, was auf diesen Plattformen passiert. So, das sind halt manchmal Glücksmomente, dass der Algorithmus gekickt hat und dann haben sie weitergemacht. Manchmal ist es auch natürlich auch der Fleiß, den die Leute da reinbringen, aber keine Ahnung, was die Prozentzahl ist, aber wahrscheinlich so 80-90% der Leute haben damit nicht den Erfolg, den sie sich wünschen und haben aber sau viel Arbeit reingesteckt. So. Und das darf man auch nicht vergessen, dass es da
eine sehr große Schwarzzahl gibt, glaube ich, die sich viel Mühe geben und viel tolle Sachen machen. Das ist ja bei Fotografen noch viel krasser, das Beispiel. Viele machen so schöne Fotos und posten die und es interessiert aber niemanden. Oder es interessiert den Algorithmus nicht, sagen wir es mal so. Ja, also sehe ich genauso. Ja. Also ich sage es auch immer, es gibt, glaube ich, auch talentiertere Fotografen als mich, blöd gesagt, aber dadurch, dass ich vielleicht mehr Follower habe, habe ich dann halt den Job bekommen. Oder das ist ja ganz Und das ist ja auch gesund, dass du das so auch erkennst so und nicht sagst, ich bin der Geilste. Weißt du, das ist ja, das wäre total dumm. So. Ja. Und ja, es gibt immer bessere Leute, aber es gibt eben auch die werden mehr gesehen. Das heißt nicht, dass sie schlechter sind, aber die halt die Bühne mehr haben. So. Und das darf man natürlich für sich nutzen. Ich finde es auch falsch zu sagen, die Person darf das nicht für sich nutzen, die Hater so. Aber man darf auch nie vergessen, dass es eben auch andere Leute gibt, die genauso gut sind, aber eben nicht im Social-Media-Game. Genau, ja. So, ja, das ist eigentlich, worum die Folge ja hier geht, eigentlich dieses, ob man gesehen wird, wie man gesehen wird. Und das ist ja auch so schade manchmal zu sehen, wenn die halt so talentiert sind, aber es nicht auf die Kette kriegen. Also sie können ja gar nichts dafür, wenn sie einfach nicht die Person dafür sind. Aber ich habe wirklich auch viel gesehen und da sind so krasse Leute dabei, also die so meilenweit vor mir sind, blöd gesagt, aber entweder fehlt auch manchmal das Persönliche, also das habe ich zum Beispiel auch einfach durch die Jahre mitbekommen. Bei Lena war es einfach so, wir hatten 2, 3 Probearbeiten und dann hat sie nach einer halben Stunde mit mir reingehauen und meinte so, Paul, wir machen das und hat nicht mehr richtig Arbeiten von mir gesehen, weil halt das Persönliche viel, viel wichtiger war, weil also gerade bei so begleitenden Sachen, was bringt dir, wenn du der beste Fotograf der Welt bist, aber einfach ein Arschloch am Set oder nicht dieses Zwischenmenschliche hast. Und deswegen würde ich halt sagen, es ist in das, was ich mache, es ist so ein 50-50-Mix. Also du musst natürlich Fotos abliefern können, aber du musst halt einfach eine Type sein, sage ich mal. Und das vergessen auch ganz viele, weil wenn du das halt auch nicht mitbringst, dann würde ich sagen, musst du eher Produktfotograf werden, weil da ist es egal, wie du mit den Produkten umgehst. Und das ist halt auch der Faktor, der oft vergessen wird, glaube ich, auch bei Social Media. Also sobald wobei ich glaube, man darf schon, also man kann auch Menschen fotografieren und auch erfolgreich wahrscheinlich Menschen fotografieren und mit denen, die man fotografiert, sehr gut sein und sehr gut bonden auch, aber muss deshalb nicht auf Social Media auch ein Typ sein, der sich das gibt, sich jeden Tag zu zeigen. So. Ja. Weißt du? Weil ich glaube, das ist bei vielen einfach diese Riesenhürde, sich selbst zu zeigen, sich selbst darzustellen auch und so, weil es viele eben nicht machen. Aber trotzdem sind die vielleicht privat mega die coolen Dudes. So, oder ich kenne ja auch viele. Also ich kenne wirklich viele introvertierte Fotografen und total. Ja. Also, und da denke ich mir, mach doch mal was. Also die könnten das halt so krass, weil ich finde das auch einfach super charmant, wenn man auch dieses Schüchterne hat und eigentlich gar keinen Bock hat oder man die vorher noch nie so gesehen hat, wird es ja eigentlich noch mehr appreciated, wenn sie es dann mal machen und so sympathisch aufgenommen. Aber ja, dieser erste Ruck ist halt bei vielen. Bei vielen ist vielleicht auch die Angst vor Hatern groß oder vor diesem ersten bösen Kommentar, den man kriegt. Verstehe ich auch, muss ich auch sagen, würde ich auch noch nicht ignorieren können. So. Aber kriegt ihr das ab? Also ich bin ja nicht so aktiv wie ihr, aber du hast schon. Ab und zu, ja. Du hast dir ist auch manchmal gezeigt. Ja. Wie übt sich, also in was für einer Form dann? Oder per Nachricht, per Kommentar? Ja, also Kommentare, wo es heißt, wie kannst du dich Fotografin nennen mit diesen Fotos? Und oder weil du deinen Sensor nicht reinigst? Ja. Ach, das war so eine lustige Geschichte auch, ne, wo ich so gezeigt habe, ja, ich reinige jetzt hier einfach meine Sachen und rede ein bisschen und so. Wo ich dann auch Nachrichten bekomme, so, ey, wenn du deinen Sensor nicht selber reinigst, so, dann kannst du dich nicht Fotografin nennen. Und das sind dann auch so Dinge, aber dann schaue ich mir auch die Profile an der Leute und weiß so, Kritik kommt von unten, nie von oben. Also das ich nenne es immer, das ist dann so ein Foto-Ingo. Also so eine. Genau. Ja, sorry, also kann man so sagen. Alle Ingos jetzt, oh, scheiße. Ja, sowas hat noch nie jemand zu mir gesagt, der erfolgreich arbeitet. Also wirklich, und da muss man sich halt wieder die Frage stellen, kommt das von der Person, die da ist, wo ich hin will? Oder ist das auch irgendwie Neid oder auch eigenes Unwissen? Also oder eigene Unzufriedenheit. Eigene Unzufriedenheit mit sich selbst auch. Da muss man dann auch lernen, das zu differenzieren. Und das kann ich auch mittlerweile sehr gut. Ja, das ist ein Prozess. Also ich hatte es auch am Anfang. Und ich bin auch ein sehr weicher Mensch. Also mich beschäftigt alles. Also weil ich auch mit jedem im Einklang sein möchte. Ja, kenne ich. People-Pleaser. Und das ist aber am Ende ist es halt Social Media und es gibt so viele verrückte Menschen draußen. Natürlich gibt es. Hast du auch so Hater, also so nicht mehr. Oder Kommentare, die mal irgendwie ganz früher am Anfang, wo es mit Lena war,
da war das, glaube ich, auch noch anders. Also jetzt ist halt einfach alles so, finde ich auf Social Media, ich krieg's gar nicht mit, so Beef unter Fotografen, gar nichts mehr, also bei mir. Und früher war das schon, dass andere Fotografen dich dafür gedisst haben. Ja. Also auch Ja. öffentlich, blöd gesagt. Und aber ich bin da nie öffentlich drauf eingegangen. Ja, aber stimmt, ja. Also das war damals noch ein bisschen mehr. Ich glaube auch. recht, Also da hat man noch mehr die Ellbogen rausgefahren. Die wollten, glaube ich, ihr Territorium verteidigen, sage ich mal. Ich habe es halt nie ganz verstanden, weil so wurde ich nicht erzogen. Also wenn du ein Problem hast, dann klärst du das. Das hatten wir auch schon mal ganz kurz, wo ich auch meinte, so ich war auch immer jemand, der für sich gegenseitig helfen, sich supporten, sich unterstützen und nicht für Ellenbogen. Also bringt gar nichts. Ich verstehe es absolut nicht. Und wenn mir ein Kollege einen Job wegnimmt, dann juckt. Also dann freu dich für den. Ja, als ob ich da dann irgendwie meckere. Ich habe auch ganz oft welche mitgenommen an Sets, die dann diese Kunden übernommen haben. Kann man sich drüber aufregen, aber ich war immer so, also natürlich auch in einer anderen Position. Kommt natürlich auf die Position an, in der man ist. Ja. Bei mir war es natürlich einfacher, blöd muss man so sagen, aber selbst wenn, es wird jetzt nicht dein Untergang sein, dein Ruin. Und ich war immer so, Mann, gönn ich dem. Ist doch cool für die Person. Und deswegen habe ich nie werde ich bis heute nicht verstehen, auch wenn man so negativ ist. Also ich verstehe es einfach nicht, wie man das mit sich vereinigen kann, wie man das so sein kann. Ist auch anstrengend einfach. Also lass doch die Leute einfach machen. Wir machen alle gerne Fotos. Wir zeigen das gerne und keiner nimmt dem an, ja blöd gesagt, was weg. Und wenn du halt so gut bist, und dann hat er es vielleicht auch verdient. Ja, also wenn du halt einfach besser bist dann oder einfach das Ding, also dann ist es halt so, muss man nur akzeptieren. Richtig. Also wenn jemand was besser macht, dann steht es dem auch zu, diesen Job zu bekommen. Jetzt nicht auf mich bezogen, sondern allgemein einfach. Und ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, früher war es echt nochmal schlimmer, als Instagram, glaube ich, auch nur eine Fotoplattform war. Ich glaube, da war das noch einfach viel gefilterter und konzentrierter auf dieses Fotos. Mittlerweile ist es ja eine Überflutung an an Videos. Du hast ja alles von gestern schon vergessen, was du dir angeguckt hast. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Grund, warum das abgeflacht hat. Also ich habe in 3 Jahren nicht mehr einen schlimmen Kommentar. Ja, voll gut. Ja, aber ich gebe auch keinen Anreiz, weil. Ja, also ich gebe, glaube ich, jetzt auch nicht so viele Anreize, aber ich habe vor allem das Gefühl, dass sich Männer bei mir teilweise so ein bisschen du bist halt auch eine Frau, fühlen. ne? Das ist nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, das merke ich schon, also ich habe, glaube ich, noch nie negative Sachen von einer Frau bekommen, ehrlich gesagt, nur von Männern. Und ich muss auch sagen, das ist eine Geschichte, ich glaube, ich habe die auch noch nie so erzählt, aber ich habe auch wirklich andere, vor allem männliche Fotografen in meiner Heimatstadt gehabt, die mich zu gewissen Leipzig. Ja, Leipzig. Weiß ich doch. Die mich bis zum gewissen Punkt supportet haben, als ich halt noch so ganz am Anfang war und als ich dann aber auch wo ich so untergeordnet war sozusagen. Ja. Aber sobald ich dann angefangen habe, mit Instagram das regelmäßig zu bespielen und auch die ersten Jobs und dann bei Julia und Jill angefangen und so. Und da gab es auch einen Fotografen, dessen Namen ich jetzt natürlich nicht nenne, aber den das so getriggert hat, der mich dann angerufen hat und meinte, Luise, hör sofort auf zu fotografieren. Du kopierst mich 1:1, mich am Telefon zerrissen hat, angeschrien, wo ich auch als People-Pleaser sofort so, ich liebe Harmonie, ich will mich am liebsten mit allen verstehen. Ich habe nichts gemacht, außer meiner Leidenschaft nachzugehen, für einen Traum zu arbeiten. Und plötzlich ruft mich eine Person an, die sonst immer total supportive war und sagt, ja, hör auf damit. So, deine Sachen sind scheiße und du machst das alles nur, weil ich das so mache. Und da war ich zum ersten Mal so, okay, krass, so was passiert hier gerade? Was habe ich falsch gemacht? Und die Person weiß ja auch gar nicht, was sie da bei dir anrichten kann, ne? Oder bei anderen Menschen anrichten kann. Es ist meistens ein Spruch und mich hat es auch, also das Gleiche eigentlich, auch ein Fotograf, ich kopiere das 1:1 und es hat mich 2 Jahre beschäftigt, würde ich glaube ich sagen, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, dass man sich kleiner macht. Weil man eben auch eine Person ist, die das nicht einfach an sich abprallen lässt. Genau. Sowas. Genau, also ich habe da echt lang dran knabbern. Voll. Und mir ist das auch nicht nur einmal passiert. Das ist mir dann auch noch mal so ein bisschen so passiert und da war ich auch so, was ist das? Warum werde ich dann so fertig gemacht, obwohl ich ja einfach nur an meinen Sachen arbeite? Aber auch, ich habe dann natürlich mit super vielen Leuten gesprochen, die mir nahestehen, die auch meinten, ey Luise, du machst alles richtig und genau das ist für die das Problem,
weil die sich halt wohin träumen und plötzlich machst du den Job, den sie gerne gehabt hätten. Und und die Leute man sehen sich. Man muss da halt reinwachsen. Also man muss da auch hinkommen an den Punkt zu sagen, ich darf stolz auf mich sein, ich darf und ich bin gut. So. Und das ist ja genau das Problem, wenn du dann genau in diesem Moment diesen Anruf bekommst, wo du eben vielleicht noch nicht an diesem Punkt bist, weil du gerade anfängst, Erfolg zu haben, dann macht es halt richtig viel mit dir. Ja, es wirft dich wieder zurück auf diesem Weg hin. Ja. Also ich habe mir auch ganz lange eingeredet, dass alles Glück war mit also genau, ja, weil man sich selber noch nicht so traut, das zu acknowledge, so appreciaten, dass man auch was erreicht hat und stolz drauf sein kann, dass man erfolgreich ist. So. Und ist in Deutschland, glaube ich, schwierig, Stolz zu zeigen. Also in Amerika wird halt jeder gefeiert, da kann er sich auch einfach eine G-Klasse holen, weil ist doch, lass ihn doch. Alle Er ist erfolgreich, er hat die Kohle damit verdient und in Deutschland ist es halt so, schämst du dich nicht und so, es ist meine Kohle, mein Erfolg und das finde ich hier sehr, sehr traurig auch einfach in diesem Land. Das ist bekannt, ne? Ja. Aber also ich sag immer, ich hatte einmal Glück und habe das meiste draus gemacht, weil anfangs dachte ich auch, weil ich halt ein netter Typ bin, viel lache, arbeiten die mit mir, aber natürlich muss ja auch das Produkt am Ende stimmen und das war dann irgendwann so ein Switch. Ja. Aber man darf nicht zu oft. Es gibt so dieses berühmte Beispiel zu sagen, man hat Glück gehabt, aber ich glaube, das ist auch so ein stoisches Ding. Man muss sich auch zu seinem Glück verhelfen. Also wenn du auf einer Veranstaltung jemanden kennenlernst, der dir einen Job gibt, dann musst du ja trotzdem zu dieser Veranstaltung hingehen. So. Und wenn du das nicht tust, wenn du das nicht tust und auf der Couch zu Hause bist und zockst so, dann hast du eben nicht dir zum Glück verhelfen können. Und dann kann auch niemand sagen, ja, du hattest nur Glück. So, natürlich ist Glück immer ein Punkt, glaube ich auch. Und ich glaube, wir haben das alle schon erlebt, dass man auch sagen kann, ja, da hatte ich Glück so oder da habe ich die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt. Aber nur aus Glück passiert, glaube ich, wenig. Nee. Also es ist ja überall, gerade bei uns Fotograf, also ist ja auch immer Talent mit dabei und ein Endprodukt. Ja. Und ich glaube, es ist Übung, viel Fleiß. Auch. Ja. Und das ist, glaube ich, der Mix dann einfach aus allem, Ja. Und das ist auch das Ding, wenn man einmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, Erfolg hat, egal ob es jetzt ein virales Reel ist, egal ob es ein großer Job ist, darauf kannst du dich auch nie ausruhen. Du musst dann weitermachen und quasi wirklich dafür sorgen, dass der Erfolg bleibt, im besten Fall wächst, aber sonst geht es auch wieder runter. Also wenn du jetzt einen großen Job machst, aber danach dich zurücklehnst und denkst so, jetzt kommt mir alles zugeflogen, dann wirst du sehr wahrscheinlich in ein paar Monaten keinen Job mehr haben. Ja. Also das ist halt auch immer so ein Trugschluss, dass man denkt, man muss bis zum gewissen Punkt arbeiten, in mehreren Hinsichten, dann kommt alles von selber. Und weil halt Social Media auch immer so aussieht, als würde man nicht arbeiten. Ja, so. Du musst halt immer aktuell. Wenn du da irgendwie auf deiner Couch sitzt zu Hause und dich filmst, dann sieht es halt so aus, als ob du dich da einfach hingesetzt hast und dich filmst. Aber das soll ja so sein. Und dass die Arbeit dahinter aber gar nicht wahrgenommen wird, das ist ja deine Absicht auch so. Aber dadurch entsteht bei vielen vielleicht der Eindruck, der chillt ja nur so, der hat ja nur Fun. Das ist ja auch immer das Problem an unserem Job, weil alle immer denken, wir haben nur Spaß, wir traveln die ganze Zeit. Aber wir haben ja nur Spaß. Ja, genau, aber das ist ja der Punkt. So. Wir haben ja auch so oft drüber gesprochen. Es ist alles einfach fucking viel Arbeit. Ja, das Psychische sieht man halt nicht dahinter. Also ich habe auch oft ganz viel Probleme gehabt. Aber natürlich finde ich, Instagram ist halt eine positive Plattform. Klar kann man da auch mal Themen ansprechen, aber die Leute wollen benutzen Instagram, um sich ja selbst abzulenken. Und keiner lenkt sich ab mit negativen Sachen oder halt mal eine Schlagzeile. Aber deswegen kann man das schon gezielt, glaube ich, da auch mal kommunizieren, dass man auch nicht jeden Job annehmen muss, dass man überarbeitet ist. Also mir ging es auch super dreckig mit Herzrasen und allem und dann, aber das ist auch was ganz Wichtiges. Es gibt natürlich auch so Accounts, die sich darauf nur fokussieren, auf so Psychic Health, wie nennt man, psychologische. Mental Generell Health. halt auch mal Mental Health und sowas, schlechte Seiten zeigen, ungeschminkte Leute, auch mal unvorteilhafte Posen und so. Man sieht schon auch, dass da mittlerweile immer mehr Accounts das quasi durchbrechen wollen. Dieses alles ist perfekt. Genau, ich glaube, das ist auch vorbei mittlerweile, dieses perfekte Instagram, also zum Glück. Aber auch da muss ich sagen, auch das ist ja selektiert. Also du stellst ja immer bewusst eine Kamera auf und teilweise frage ich mich auch, wenn man so Videos sieht, wo Leute auch so weinen. Ich wollte gerade sagen, kennt ihr diese Memes, wo so jemand auf dem Boden sitzt und heult und dann verarscht das halt jemand. Ich frage mich halt auch. Passt das vom Winkel? Das weiß ich auch nicht so richtig, ob ich das ernst nehmen kann. Genau, und dann finde ich halt auch, okay, schön, dass wir so ein Thema wie Weinen und so weiter auch so enttabuisieren. Weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich das dann wirklich einmal so durchspielt, denkt man sich so, warte mal,
So, dein erster Gedanke war jetzt, kurz so dein Setup aufzubauen. Ganz authentisch ist es dann irgendwie doch nicht mehr. Also, Das ist so ein bisschen weird manchmal. Ja. Das stimmt schon, ja. Wenn es jetzt irgendwie mit Selfie-Kamera und es gerade passiert und du redest rein und dann passiert das, finde ich das nochmal anders. Aber dieses Stativ aufgestellt und dann setze ich mich in der Küche auf den Boden und schreie, so, das ist so ein bisschen, ja. Ja, aber es ist ein gutes Thema, finde ich. Es ist bei uns schon immer so heile Welt, würde ich sagen. Und ich glaube, das Ding ist dadurch aber, wirkt es auch nach außen halt, ne? Jetzt, wenn man viele Jobs hat, dann hängen auch viele an so einem Haken, glaube ich. Das war bei How I Met Your Mother so ein Ding, weil dann folgt dir jemand und dann denkt er sich, okay, krass, der hat jetzt 4 Jobs gehabt diesen Monat, und dann hat er aber vielleicht einen Job und dann folgt ihm anderer, wo der sich denkt, warum hat der jetzt diesen einen? Also, das ist ja auch so ein Zwickmühle, würde ich sagen. Dass immer alles so perfekt aussieht. Ne? Jetzt, ich würde sagen, ich habe jetzt nicht mehr so viele Jobs wie früher, ist einfach so. Ich glaube, dass es dann nach außen immer so perfekt gewirkt hat. Oh mein Gott, das ist alles am Fließband und so. Und das wirkt natürlich auf den Betrachter dann auch sehr, sehr gefährlich. Also, warum läuft es bei dem so? Also, das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was wichtig ist, auch zu verstehen, weil ich habe dann auch eine Zeit lang zu anderen hochgeguckt. Also jeder guckt ja immer zu irgendeinem hoch, würde ich mal behaupten. Ja. Und dass man das dann auch selbst auf sich abfärbt, sage ich mal. Warum? Der hat jetzt, ne, man kennt ja immer dieses 3 von 4 Produktion, 4 von 4. Also, habe ich auch immer gemacht. So, ne? Ja. Und ich glaube, das ist halt auch gefährlich. Da ist Social Media gefährlich, dass man halt zu sehr sich damit beschäftigt. Warum ist es bei mir nicht so? Und dass man dann in so ein So kommt, ja. Ja, auf wen schaust du hoch aktuell? Zu meiner Frau. Wow. Nein, ja, doch auch. Also, doch. Grüße an Lisa, die liebe Maus. Liebe Grüße. Ja. Ich glaube, fotografisch gar nicht mehr. Also, weil ich, wie gesagt, nicht durch bin damit, aber es reizt mich einfach nicht mehr so, dass ich mir jetzt irgendwas abspeichern muss. Ich weiß nicht, vor 2 Jahren das letzte freie Shooting gemacht. So, ne? Also, deswegen würde ich eher sagen, dass ich jetzt so ein bisschen mehr unternehmerisch irgendwie mir zu Sachen hochgucke. Also jetzt OMR-Podcast liebe ich sehr zu hören, weil das so interessante Persönlichkeiten sind. Einfach, weil ich finde, schöne Bilder sind schöne Bilder, das ist irgendwo cool, aber mich reizt jetzt mittlerweile auch ein bisschen einfach andere Themen. Auch gerade wenn du selbstständig bist, glaube ich, beschäftigt dich das dann auch ein bisschen mehr, weil ich weiß auch, dass ich mit 55 nicht so ein Pensum noch fahren kann und irgendwann musst du halt dir was aufbauen, womit du halt schaffst, nicht immer vor Ort zu sein, nicht 24/7 erreichbar, sage ich mal. Und deswegen sind es eher so coole Stars. Also jetzt zum Beispiel mit Finn Auto war halt eine super, das ist jetzt nicht, dass ich da hochgucke, aber mich bewundert es und möchte daraus Wissen rausnehmen und das für sich selbst nutzen. So. Ja. Das schaut ihr zu ihm an? Ja, was bei dir, ja? Oh, gute Frage. Doch, es gibt schon ein paar Fotografinnen vor allem, die ich sehr bewundere. Gar nicht unbedingt, dass ich so die Fotografie auch 1:1 so machen wollen würde, aber einfach der Werdegang, seit wie vielen Jahren die abliefern. Und könnte ich jetzt wahrscheinlich 10 Namen sagen, aber alleine eine Lina Tesch, habe ich auch schon mal gesagt, finde ich sehr krass, wie die sich da oben hält und was sie für eine Stellung irgendwie so hat mit ihrer Fotografie, finde ich sehr krass. Auch ohne viel von ihrem Privatleben preiszugeben, eigentlich gar nichts. Eigentlich gar nichts, das ist halt auch bewundernswert. So. Und das finde ich auch krass, also auch 500.000 Follower, ohne sich zu zeigen, ohne in die Kamera zu sprechen und so. Sie ist wahrscheinlich auch zu einer Zeit gewachsen, ne? Nicht aktuell. Ich weiß nicht. Zeigen tut sie sich schon. War sie doch früher, oder? Ja, war sie nicht früher Influencerin? Ja, früher hat sie sehr viel gezeigt. Ja. Ich glaube auch viel Fashion. Das hat sie ja dann. Also weiß jetzt auch nicht ganz genau, aber jetzt heutzutage 500.000 Following als Fotograf oder Fotografin super schwierig. Also alle gekauft. Spaß. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, aber ich glaube, es ist vorbei, diese Zeit, wo du so schnell wächst, glaube ich, ist. Ja, man muss halt auch immer sehen, wofür ist so ein Instagram-Account. Zum Beispiel kenne ich habe einen in meinem Umfeld, der betreut zum Beispiel da kommt die süße Bambi-Maus, der betreut einen Account für einen Café. Und sein Traum war ganz, ganz lange so über 10.000 Follower. Aber für ein Café, für so ein Restaurant ist das was ganz anderes, als wenn das eine Personal Brand ist und ein Influencer oder eine Influencerin für, ich sag mal so, Daily Life. Also das kann man dann wirklich nicht vergleichen, zumal bei uns, Fotograf oder Fotografin, wenn das wirklich so auf das Business ausgerichtet ist, kann man jetzt schlecht erwarten, dass man irgendwie 5 Millionen Follower irgendwann hat.
so wie andere das in Deutschland schaffen, vor allem so Fashion-Influencer. Außer man ist vielleicht jemand wie jetzt Peter Lindbergh oder Lina Tesch. Dann gibt es schon so Leute, die so richtig viele Follower bekommen. Ich aber glaub, das das ist, sind Peter halt Lindbergh so viele Follower? ich glaube, der hat schon Ich hab auch keine viele. Der Ahnung. hat 2 Millionen, glaube ich, oder so. Ja. Okay, krass. Oder Also es hatte geht, Glück, oder? genau, es geht. Du kannst auch als Restaurant, du kannst auch richtig krass durch die Decke gehen, aber du musst dann Du musst unique sein, finde ich. irgendwie Du musst, richtig rausstechen. Ja, du musst diese 1% sein, sage ich mal. Und ich finde, wir machen alle unseren eigenen Stil, aber es ist jetzt nichts Bahnbrechendes, würde ich mal behaupten. Also wir machen halt dokumentarisch, aber es ist ja nicht so, dass wir einen eigenen Stil geprägt haben, der jetzt über Jahrhunderte, also Peter Lindbergh ist ja so oder andere. Und ich glaube, da sind wir einfach nicht zu, dass man sich abhebt. Und, Doofe Frage, aber glaubt ihr, dass Peter Lindbergh seinen Account überhaupt selber betreut? Ja, jetzt ja nicht Also ich mehr. weiß nicht, was der für... Er lebt ja nicht nee, mehr. natürlich nicht, aber also als ich glaube nicht, Zeiten, wo er noch lebt, das sind ja dann so Größenordnungen, wo du dann ja auch, also der ist ja auch alt gewesen schon. Und der muss es ja auch nicht, weil der ist ist der Name so groß, der muss sich um gar nichts kümmern, sondern der wird da angefragt. Ich glaube nicht, also ist dann irgendjemand dahinter. Aber ich finde, das hat es auch, glaube ich, habe mir ihn 1-2 Mal angeguckt, aber das macht ja dann aus, wenn du weißt, es ist eine ältere Person, ist ja immer cooler, wenn du halt weißt, es ist jemand, der das nicht so kann einfach, sondern der lädt dann halt das mal quer hoch, mal, also so ganz anders einfach. Und das ist ja auch das Schöne. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er da abends saß mit einem Rotwein und deswegen, weil das sein wollte ich auch 5-Bild das wollte ich auch vorhin sagen. Kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen frage ich es auch, weil das ja ganz oft so ist, dass diese Riesen-Ikonen, die wir alle kennen, mit denen man auch aufgewachsen ist oder wahrscheinlich auch vielleicht Fotografin geworden ist, die sind ja alle komplett ohne, ich sage jetzt mal, Internet sogar groß geworden in ihre Abzüge und so. die Wunden. Und dass das heutzutage noch möglich ist, sehr schwer, glaube ich, ohne dieses Tool Social Media zu nutzen. Aber ich habe auch früher meine ersten Idole waren alle so, da gab es ja noch kein Social Media. Ich glaube, da gab es Facebook gerade neu, als ich so 12, 13 war und das alles irgendwie angefangen hat. Ja, meine Idole waren am Anfang auf so Blogspot. Das war so meine Anfangszeit. Hast du das mitgemacht eigentlich? Nee, ne? Nee, noch nie gehört. Ja, das waren halt so Blogspot kenne ich Blogzeiten. noch. MySpace-Zeiten waren das auch noch. Ja. Aber die meisten sind jetzt auch gar nicht mehr aktiv oder so. Ja. Hattest du einen Blog? Ja, ich hatte einen Blog. Moonlight Jabbering hieß der. So hieß Geil. ich auch am Das Anfang. ist auch heute noch Instagram. deine erste E-Mail-Adresse wahrscheinlich oder so. Nee, ist alles gelöscht. Man findet, glaube ich, gar nichts mehr dazu. Aber ich weiß noch, als ich den Namen mir ausgedacht hatte, war ich so, oh mein Gott, der ist perfekt. Also ich war wirklich so richtig so, wow. Geil. Ich habe mir so vorgestellt, wie ich so irgendwann Merch mache und so, ja. Ich habe noch eine Frage, die fällt mir gerade ein, an euch beide. Ich muss die nicht beantworten, weil ich nicht so viele Follower habe. Aber wie viel hast du denn? Ich habe 4.000 knapp geknackt. Stabil. So. Bist du Mikroinfluencer? Mikroinfluencer, ja. Wir eigentlich auch, Paul. Meine Nische Ja, ist so ganz- gut. also- Ja. Ich brauche gar nicht so viele. Nee, Das war ein Diss gegen uns, ja? Eine kleine Schlinge. Soll er machen. Soll er machen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, habt ihr jemals einen Moment bei euch gehabt, wo ihr auch gesagt habt, ich will famous werden auf Instagram? Also ich will das auch, mich zeigen. Ich will jetzt nicht aus dem Business-Kontext heraus, sondern wirklich dieser kindliche Gedanke, sage ich mal, ich will berühmt werden. So, gab es das mal bei euch oder gibt es das noch? Es gibt ja schon Menschen, die baden in diesem Fame auch, die finden das ja geil. So, und wie ist das bei euch? Nein. Aber ich weiß genau, warum ich das mache. Wir haben ja Obstfliegen, ne? Nee. Manchmal so unmöglich. Ich habe schon versucht, so eine Falle zu bauen, aber so richtig funktionieren tut sie nicht. Naja, aber ich muss sagen, ich habe mal an irgendeinem Tag überlegt, welchen Accounts folge ich eigentlich so richtig gerne und warum. Und alles, was diese Accounts gemeinsam hatten, war, die zeigen ihr Gesicht in die Kamera, vor allem in den Instagram-Stories. Damals, als du angefangen hast. Genau, das ist jetzt so ein paar Jahre her. Ja. Da waren auch Stories relativ neu. Und auch bei YouTubern finde ich es krass, dass man sich so verbunden mit den Leuten fühlt, so als wäre man mit denen befreundet. Man glaubt denen auch alles. Man glaubt denen alles, Christian Marthe Grab, das war so der Fotograf auf YouTube. Die Kamera gekauft, habe Objektiv gekauft, die Presets, die Einstellungen von dem, die man mit den LUTs auch gekauft hat. Weil man so eine Vertrauen hat. Man sieht natürlich auch das Endergebnis dann, wenn die ihre B-Roll zeigen. Also es ist, du kaufst denen alles ab, das ist so krass. Ja, und einfach das zu realisieren, war ich so, okay,
Ich glaube, für mich und meine Fotografie wäre das so gut, wenn Leute auch so eine Verbindung zu mir bekommen. Das ist aber nicht der Hintergedanke, ich möchte berühmt sein, sondern es ist dieses, ich möchte, dass Leute mir vertrauen, ich möchte, dass Leute sehen, wer ich als Mensch bin und mich dann eher für ihre Jobs buchen, egal was das jetzt ist. Ja, genau. voll. Macht voll Sinn, ja. Und dann ist es mir auch voll leicht gefallen, das zu probieren. Und ich muss auch ehrlich sagen, die ersten Storys, die ich aufgenommen habe, habe ich nie gepostet. Es war so schlimm. Wirklich, es war so unauthentisch und so richtig. Da bin ich auf jeden Fall, Übung macht den Meister. Also kann ich direkt sagen, ich bin nicht auf die Welt gekommen und konnte sofort Das wäre aber eine sehr gute Real-Idee jetzt. Die erste Story ever zu zeigen. Outtakes hintereinander. Die ist auf jeden Fall nicht mehr da. Die ist längst gelöscht. Aus Versehen. Aus Versehen. Aber das finde ich einen sehr guten Ansatz. Also, weil ich, wie gesagt, deswegen habe ich auch die Frage gestellt, weil mich interessiert das wirklich, da so ranzugehen. Ja. Voll. Und dadurch, dass ich dann auch so diesen Grund hatte und wusste, ja, wenn ich genauso eine Bindung erreichen will, muss ich mich jetzt dazu zwingen und das üben und machen und tun. Und das ist auch nach wie vor mein Antrieb, dass ich weiß, wenn ich das regelmäßig mache, dann wissen die Leute, wer ich bin, wie ich spreche und haben eher das Gefühl, dass sie mich kennen. Und das finde ich auch schön. Und ich weiß, dass ich jetzt nicht die nächste Kamuschka Caro Dauer werde und das ist auch völlig okay, aber ich möchte halt eine Fotografin sein, wo man denkt, ja, die finde ich irgendwie nett für mich und das Du passt kannst zu die mir. nächste Luise Blumstängel Ich bin die werden. nächste Luise Blumstängel, Ja, Leute. also Bei deinem Account geht es ja trotzdem auch noch um Fotografie. Also du Ja. bist ja nicht nur ein reiner Lifestyle-Account, der Ich würde schon sagen, da Luise geht es Blumstängel- hauptsächlich um Fotografie. ja, Der genau. Paul hat das analysiert nämlich. Also Ja. eher so. Also Was habe ich denn gesagt? Habe ich was? Nee, geht es das ja geht trotzdem schon auch viel um Fotografie. Achso, Also ist es ja, genau, ist es ja auch, hauptsächlich, aber ich ja. finde, Also, es ist, es geht um Fotografie und es gibt halt eben dann die Accounts, wo es nur um die Person an sich nur noch geht. Das bist du ja nicht. Ja, So. obwohl ich immer mehr versuche, von der Fotografie auch so ein bisschen wegzukommen und mehr von mir als Person zu teilen, Ja. was unabhängig davon so wichtig ist in meinem es Leben. holt ja auch viel mehr Leute ab. Ja. Weil klar, jeder mag Fotos, aber jeder hat das Problem, Mann, lass es sein, ich mache den Abwaschstory nicht. Hat jeder damit. Also Ja, das ja. sind ja die 4 allgemeineren Themen, die viel mehr Leute abholen, wo man sich viel mehr auseinander austauschen kann, weil nicht jeder hat, was soll jemand jetzt damit anfangen, dass ich eine M10R habe, mit einem Sub, was man sich gar nicht leisten kann. Also es holt ja viel, weil die es nicht auf sich projizieren können. Ja. Und das ist ja auch das Ding, warum ich dann nicht nur Fotozeug zeige, weil es einfach auch viel spannender und viel lustiger ist, allgemeine Themen auch einfach zu machen, weil das halt alle Leute beschäftigt, als halt eine Leica, eine Sony oder sonst Ja. was. Ja. Ist das der Schlüssel zum Erfolg? Den Abwasch zeigen? Nee, ist es nicht, aber es ist halt authentisch. Bei uns ist auch nicht mal aufgeräumt. Aber Also, die Frage auch an dich, also was war der Anfang bei dir? also ich wollte nie berühmt werden. Ja. Also das war jetzt nicht so. Ja, es gibt ja welche, die sagen als Ja, Kind, ja. ich will berühmt. Also Ja. das war nie der Fall. Ich glaube, es war irgendwann klar, dass ich nicht jetzt ein normales Angestelltenverhältnis haben werde, glaube ich. Also hätte so kommen können, aber ich glaube, wäre es nicht gewesen. Es ist natürlich ein schönes Gefühl, das muss jeder, also ich glaube, das kann jeder, also jeder sagt immer, nee, das ist es nicht, aber natürlich ist es schön, Ja, ja. weil du kriegst Feedback, du guckst Ja, ja. dir die Zahlen an, es ist einfach so, braucht man, also das ist quasi der Applaus von einem Comedian, ist bei uns Richtig, sind die ja. Likes, die Story-Views. Ist jetzt nicht so, dass ich mich darauf also dass ich das bin, aber natürlich ist es hier und da schön. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal in so einer Position sein werde. Ich war immer der kleine Junge aus Charlottenburg, der halt viel Verrücktes gemacht hat, aber dass man da mal hinkommt, das ist schön und da will man versuchen natürlich auch zu bleiben. Aber es war jetzt nie für mich der Aber Plan. irgendwann kam doch schon der Moment bei dir auch, wo du gesagt hast, ich mache jetzt mal ein bisschen mehr. So, also du hast ja nicht von heute auf morgen Nee, eigentlich 60.000 nicht. Follower, sondern du hast ja Nee. schon auch gesagt, ich mache jetzt was, also ich mache jetzt bewusst was dafür. Ja. Und das war dann bei dir wahrscheinlich auch so eine Fotografen-Business-Personal-Brand-Entscheidung. Schon, ja, also ja. auch durch das Hütte, durch die zwei Hütten. Mhm. Da, ich glaube, als das entworfen worden ist und dann man gemerkt hat, die Leute kaufen einmal T-Shirts, wo 2 Hütten drauf sind, wo man sich denkt, ja, es sind 2 Hütten, aber die wollen das halt von dir holen, weil sie natürlich, wie gesagt, sich verbunden fühlen. Das ist ja auch was sauschönes, saucooles, dieser Ja. Austausch. Und ich glaube, irgendwann wurde das dann einem mehr und mehr bewusst und dann schaut man halt, was macht Sinn, was macht nicht so viel Sinn. Aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht mehr gewachsen seit 2 Jahren großartig, weil, also ich bin, glaube ich, seit 2 Jahren auf dieser Zahl. Das stört mich auch nicht, weil ich Hast du eine Idee, warum das so ist? ich mache nicht dieses Virale, nicht kontinuierlich genug. Mhm.
fand ich sehr bewundernswert vom OMR, auch mit Bernd Bernschneider, die Geschichte. Das ist unfassbar. Ja, krass. Also unglaublich. Ich habe sie nicht gehört, aber ich kenne Bernd Bernschneider von ganz früher noch. Von vor wo der 12 Fotograf Jahren. hatte 16.000 Follower, hat seine analogen Bilder gemacht und Ja. auch seinen eigenen Stil, sau cool und auch ein cooler Typ. Und dann wurde er Fashion-Influencer. Crazy, ja. Weil er halt jeden Tag das gemacht hat und das finde ich halt auch verrückt. Und dann hört man das, dann will man sich das auf sich projizieren, aber es ist halt so viel, es ist halt auch anstrengend. Jeden Tag ein Video, auch wenn du keinen Bock hast, du brauchst die Themen. Und erst dann, glaube ich, kannst du wieder wachsen. Und ich finde halt auch, jeder träumt dieses eine virale Video über. Also ich finde, das will ich gar nicht mehr, weil dann gucken das irgendwelche Leute, die dich seit einem Tag dann kennen, blöd gesagt, auf dieser Plattform. Und ich teile das viel lieber mit diesen Leuten, die jetzt immer folgen, weil es sind die gleichen, du tauschst dich mit denen aus, als halt so ein virales Video, wo dann random Leute auf der Welt sind, mit denen du die gar nicht wissen, wer du bist, was du gemacht hast, sondern ich finde es viel schöner, das wirklich so langsam aufzubauen und die Leute Bescheid wissen, wer du bist dahinter. Finde ich auch gut, dass man da nicht immer so dieses mehr und das ist alles, reicht nie und so, sondern auch sagen kann, hey, das reicht mir jetzt und ich habe da auch eine Comfortzone, die aber auch sich gut anfühlt und die ich nicht auf Krampf mit irgendwelchen Clickbait-Sachen und erste Sekunde des Reels, bla, rausreizen muss, nur um eben diese Zahl hochzupushen und noch mehr Geld und was weiß ich so. Sondern vereinbaren dann diese Videos, wo 30 Fotos in 0,1 Sekunden zu sehen sind und dann geht, also man muss dann einfach für sich lernen, das rauszunehmen, was zum Beispiel kennst du Arvid, der die auch unfassbar, auch so ein Fotograf und Junge, das bewundere ich zum Beispiel. Da schaue ich hoch, weil der macht jeden Tag so hochwertige, aufwendige Tutorials und da sieht man auch, wie das wächst. Und sowas finde ich halt bewundernswert, weil man sagt sich dann immer so, auch durch den Ben Bernstein-Podcast, so, ja, ich fange damit jetzt auch nächste Woche an. Montag mache ich das Thema. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, dass man immer ein Thema an einem Tag hat, damit die Leute Bescheid wissen, weil die wollen halt ihre Routine. Er hat gesagt, er hat jeden Tag um 9 Uhr ein Video hochgeladen, seit 1,5 Jahren oder so. Und die haben teilweise gefragt, wenn es um 9:05 Uhr noch nicht da war. Also so krass sind die da. 1,5 Jahre jeden Tag? Ja, oh Gott, wow. Lisa hat das alles Lisa hat es so auch beschäftigt, wir haben es im Urlaub gehört und die hat es dann gecheckt und der hat jeden Tag ein Video und sowas finde ich dann bewundernswert, diese Kontinuität, weil ich bin da einfach auch zu faul. Das ist ja auch, also das ist ja auch Pain. Oder hier Casey Neistat, ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, jeden Tag. Daily Vlogs, ne? Crazy. Das muss man schon. Man muss den Leuten das dann auch einfach neidlos anerkennen, das einfach gönnen. Also macht das erstmal nach, so lange durchzuhalten und vor allem auch immer auf die Ideen zu kommen. Und auch an Tagen, an denen es dir nicht gut geht, zu sagen, ich ziehe das jetzt durch. Mach erstmal jede Woche ein Video nach. Also erstmal das schaffen und das ist schon anstrengend genug. Selbst Lisa, die hat WGDW, jeden Montag postet sie die Woche und sagt sie, und ich so, hey Mann, Alter, du musst 10 Fotos. Sie so, aber ich hab keinen Bock gerade. Und das dann jeden Tag einmal zu machen mit einem Video, du musst es filmen, du musst es schneiden, das finde ich halt. Wir haben auch jetzt gesagt, nur noch alle 2 Wochen Podcast-Folge, weil eine Woche einfach. Bei uns genau. Das ist Pain. Also es ist wirklich. Ich streite mich auch so oft mit ihr. Richtig anstrengend. Und da haben wir jetzt halt für uns gesagt, es ist okay, alle 2 Wochen nur eine Folge rauszubringen. So. Man muss aber auch sagen, wir haben auch noch wirklich andere Jobs und andere Verpflichtungen und die Prio sind unsere Jobs, Kampagnen, Aufträge und ich glaube halt auch, dass jetzt gerade bei den Social-Media-Beispielen, dass es dann deren Prio ist, mittlerweile vielleicht sogar deren Hauptverdienst. Dann muss man es auch nochmal anders betrachten, als wenn wir das so als Add-on machen möchten. Frage, könntest du dir vorstellen, mal ein halbes Jahr alle Jobs abzusagen und ein halbes Jahr, weil das finde ich so reizvoll. Ich würde es gerne einmal probieren, weil ich glaube, die Möglichkeiten sind bei mir super gegeben. Also auf jeden ich glaube, bei dir auch. Ja. Bei dir auch. Naja, also wahrscheinlich, das ist ja das Ding, wenn ich jetzt ein halbes Jahr es nichts machen würde und jeden Tag einen Post machen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch mehr Follower bekommen. Und natürlich. Aber ich finde, wir haben halt zu viele andere Baustellen und bei mir ist es halt so, auch so ein bisschen ADR, also da mache ich eine Sache super gerne und dann mache ich halt die. Und weil ich da gerade drauf Bock habe, sich auch schnell, sei es der Verleih jetzt so aufzubauen, dann vergesse ich halt andere Sachen, wie für mit Lisa die Hochzeitsplattform. Wir haben da seit einem Jahr nichts hochgeladen, weil ich dann mit anderen Themen beschäftigt bin, wo ich gerade einfach mehr Bock habe, als da Bilder hochzuladen. Und ich fände es auch spannend, weil natürlich machen die das jetzt beruflich und können das natürlich auch ganz anders machen, weil die müssen sich nur auf ein Video am Tag konzentrieren und können sich darauf verlassen, dass das denen das Geld einbringt. Bei uns ist es halt so, wir müssen uns halt darauf verlassen, auch noch Jobs zu machen, die ja viel, viel wichtiger sind, als nebenbei das dann noch jeden Tag zu machen. Aber ich würde es sau gerne
irgendwann mal ausprobieren. Ja, verstehe ich. Und wir machen ja auch gerne Jobs. Also wenn wir jetzt gar keinen Bock auf diese ganze Ja. Fotografie und Jobs hätten, Ja. dann könnten wir vielleicht auch den nächsten Tutorial-Channel machen. Ja. Aber Es wie ist du schon schwer, sich sagst, bei von mir ist zu es lösen, ähnlich. ja. Ich habe so viele Interessen und ich mache so viele verschiedene Dinge gerne, dass ich mich gar nicht auf eins nur konzentrieren kann und will auch so, weil ich irgendwie, weiß nicht, Spring mag das. aus, spring. Ja. Ding, 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 Ja, ding. ja, genau. Ich glaube, da seid ihr euch sehr ähnlich. Ja. Ja. Es macht halt Spaß. Also ich habe mir jetzt einen 3D-Drucker gekauft, weil ich irgendwie das geil finde und jetzt auch mein Instagram nur noch von 3D-Print-Accounts zugespült wird. Der Aber Algorithmus das ist kennt gerade dich. halt das, was mir Spaß macht und vielleicht macht es in Mhm. einem halben Jahr keinen Spaß mehr. So, Mhm. aber es ist wirklich, Ja. ja, weiß nicht. Ich könnte mir das auch vorstellen, Mhm. einmal auch so richtig Vollgas zu geben. Mhm. Aber ich hätte ehrlich gesagt nicht so Lust auf diesen educational Content. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das zwar jetzt voll lange auch so durchgezogen, nicht so super kontinuierlich, aber ich muss sagen, mir ist es dann doch wichtiger, so Werbefotografin zu sein und da eher den Fokus drauf zu legen, dass man diese Kunden und Kundinnen anspricht, anstatt die Fotografen und Fotografinnen. Ja, anstatt Würde ich jetzt so Deine aus dem fotografische Arbeit halt auch, ne? Genau, würde Ja. ich jetzt so aus dem Bauch raus sagen, obwohl ich auch wichtig finde, sowas kann sich auch immer ändern und entwickeln und vielleicht sehe ich das in einem Jahr, 2 oder 3 auch nochmal ganz anders, sodass ich sage, ey, das, was ich irgendwie vor ein paar Jahren gemacht habe mit dem Educational Stuff, das will ich irgendwie doch wieder integrieren. Mal schauen, aber gerade eher nicht. Ja, verstehe ich. Aber ich finde es zum Beispiel super spannend, weil ich höre viel lieber Leuten zu mit Educational, die auch was dahinter vorzuweisen haben. Also die halt schon ihre Jobs großen gemacht haben. Weil Ja. natürlich respektiert es, wenn andere das krass aber das catcht ja noch mehr, wenn du halt weißt, die Person, okay, die hat schon den Ja. und den gemacht. Und das ist halt so was Spannendes, weil wenn man das beides zusammen hinbekommt, dann ist es halt so krass für die Zuschauer, finde ich, als wenn halt irgendein Random da was erklärt, aber der das jetzt noch nie in einer größeren Form gemacht hat, weil ich finde, das ist dann ja noch beeindruckender, sag ich mal. Aber ja, ich kann es verstehen, dass du jetzt erstmal die Schiene natürlich fahren möchtest, ja auch cool. Ja, mich beschäftigt, also die ganzen Kanada-Urlaub, weil Vielleicht ändert sich das bei dir auch irgendwann wieder. So, Ja, ist ja meine auch ich total ja. okay. Genau. Ja. weil es öffnet ja auch so viele Türen, sage ich mal, wenn du Ja. das halt wirklich durchziehst, weil Ja, auch jetzt schon hat es mir so viele Ja. Türen geöffnet. Alleine diese Zusammenarbeit mit Sony ist ja ein Riesending für mich. Das hätte ich auch niemals ich sehe dich so gehabt. oft überall in Berlin. Ja? Das ist schon krass, muss man Mega, freut dir mich. lassen. Also bei Fotomeier, Ja, ja. dann bei, also überall. Halomet und so, ja. Ja, bei Leistenschneider, wo ich die Kameras abgeholt habe, dann liegt da ein Flyer und mit Sasan auch, den habe ich auch Ja, kennengelernt ja. auf dem Godox-Event. Das ist dann, ja, ist mega cool. Also was Schöneres gibt es ja nicht, weil heutzutage alles auf dem Handy landet. Ja. Ja. Das dann mal als Print wieder Voll. zu sehen, in der Form ist ja so selten geworden, Mhm. weil es natürlich auch schwer ist, daran zu kommen, dass die so viel geprintet werden. Deswegen ist Ja, Mhm. sehr schön zu sehen immer. das freut mich. Da fällt mir doch direkt ein Thema ein, was das Thema Geld angeht. So als, also ihr als Social Media Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal. Ich weiß, ja, wir müssen jetzt nicht über Zahlen reden, aber prozentual. Ich glaube, dich habe ich schon mal gefragt, so, wie viel Geld ist bei dir Social Media prozentual, kannst du das sagen, grob? Oder hat sich es auch verändert in den Jahren? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, jetzt auf jeden Fall nicht so viel wie, Wie also manche auf denken. gar keinen Fall so viel wie die Fotografie-Jobs. Vielleicht 20%? Okay, dachte mehr sogar. Nee. Ja. Also jetzt quasi kooperationmäßig und so, Ja, oder? also Ja. Anzeigen, wie man das ja so schön dann betiteln muss auch. Ja, also Kooperation. Vielleicht auch konkret Jobs, die dann dadurch entstehen. Also ich bin auch sehr picky. Also man kriegt schon viele Anfragen, aber von so Kooperationssachen. ja, meinst ja, du? man muss ja auch mega aufpassen, dass man sich nicht seine Marke kaputt macht, sein Branding Hab aufs ich einmal Spiel fast setzt. Deine gemacht. Glaubwürdigkeit auch, ne? Paul, erzähl uns die Geschichte. Erst die Prozentzahl. 10% bei mir, Ah, glaube okay, ich. ja. Also es ist nicht, weil ich bin auch ganz selektiert mittlerweile. Ja. Also Muss man auch sein, wirklich. Man zum Beispiel, muss wo ich viel auch Nein einmal sagen. jetzt angefragt, einfach so für einen der größten Handyhersteller, sage ich mal. Mhm. Und da ärgere ich mich ein bisschen, dass ich immer nachgefragt habe, was so drin wäre. Aber ja, mit Lisa besprochen und sie hat gesagt, nee, du bist dann genervt am Ende des Tages. Und deswegen habe ich halt gesagt, das bin ich nicht, das passt nicht. Also, weil
Mir ist es wichtiger, dann lieber mit eigenen Sachen, dann, was halt den Leuten auch was bringt, quasi Umsatz zu machen, jetzt blöd gesagt, als halt dann sich da zu verstellen zu müssen. Und deswegen habe ich dann gesagt, gar nicht erst, sondern nee, es tut mir leid. Weil ich halt auch eine Lektion einmal hatte, war auch eine Kooperation. Ich fand, es war jetzt auch nicht der Weltuntergang, aber man hätte das googeln können, nachgucken können, aber auch ein Kaffeehersteller. Und ich habe da einfach nicht nachgedacht. Und dann so ein bisschen shady Business oder? Nee, gar nicht shady, aber sondern einfach die Geschichte dahinter oder wem das gehört. Genau. Wenn man bis mal 2 Sekunden nachdenkt, hätte man darauf kommen können. Ist jetzt alles nicht, wo ich jemanden umgebracht habe, wo ich irgendwie was falsch gemacht habe. Also es ist halt eine Lektion gewesen, ging mir auch sehr nah. Sehr viel drüber nachgedacht, habe auch mit jedem dann persönlich geschrieben, weil mich das so, also ich bin da mit jedem, das eigentlich so. Aber einmal so ein Knall, also wenn du es halt immer machst, dann natürlich, dann kannst du auf den Sack kriegen, aber ich finde, einmal ist keinmal, das passiert halt und deswegen muss auch sowas passieren, dass man halt auch einfach nicht mehr jeden Scheiß annimmt, weil es ist sehr verlockend, das ist. Ich meine, ja, auch da gibt es wahrscheinlich die einfach sagen, mir ist alles egal, Sache Money so. Genau, aber und das bin ich gar nicht mehr. Das ist eine Entscheidung, die man halt für sich treffen muss oder soll und man da Grenzen zieht oder nicht und wo die Grenzen sind. Ich meine, wir haben auch schon so oft im Studio hier drüber gesprochen, man ist auch als Werbefotograf selbst, hast du manchmal Anfragen, wo du sagst, so, oh, ich weiß nicht so richtig und auch entscheiden muss oder auch mal googeln muss kurz, so, zu wem gehört denn diese Company überhaupt, zu welcher Muttergesellschaft und so weiter. Ja. Und auch ich als Fotograf oder in meiner jungen Fotografenkarriere hatte Situationen, die hatten nichts mit Social Media zu tun, aber einfach moralische Entscheidungen treffen, mache ich das fürs Geld, also brauche ich das Geld auch? Auch dann kann man sagen, ist okay, dass man es macht. So. Wir sind immer noch in einer Branche, wo eben Werbung gemacht wird. Ja, und an der Woche hat es auch jeder vergessen. Genau, aber auch zu sagen, wenn man vielleicht irgendwann in einer Position ist, wo man das machen kann oder auch Sachen absagen kann, zu sagen, nö, das mache ich jetzt nicht. Ich habe zum Beispiel einmal was gemacht, wo ich dann, habe ich auch eine Diskussion mit einem Kollegen darüber gehabt, ob man das dann lieber nicht macht oder ob man es macht und dann das Geld zum Beispiel spendet für genau die Gegenbewegung sozusagen. Ja. Und da gibt es natürlich immer Mittel und Wege, aber ja, ich finde auch, man muss da auf jeden Fall kurz mal überlegen. Ist auch nur meine Meinung, vielleicht sehen das andere anders, aber. Nee, es ist aber es ist halt auch so, also es ist halt auch, man ist nicht da, man hat kein Management jetzt bei uns. Mittlerweile schon. Ja, du tut's ja auch. Okay. Wir sind beide. Ja, okay, weil da hilft es natürlich schon, wenn da jemand drüber guckt, als wenn ich jetzt einfach auch, ich bin dann auch gestresst natürlich, ich muss jede Mail beantworten und da denkst du dann, also da kannst du. Wobei ich auch sagen muss, die Agenturen oder die Repräsentanzen heutzutage, viele oder manche, denen ist es egal. Also die sehen halt die Provision. Ja, genau. Also die wollen dich ja auch verkaufen, die wollen ja auch Geld mit dir verdienen, ist auch okay. Aber die Entscheidung zu sagen, diesen Job mache ich nicht, das liegt schon oft noch beim Fotografen oder bei der Fotografin dann. Weil es gibt natürlich schon auch so Brands oder auch Firmen, die nicht grundsätzlich als schlecht gelten, aber die in vielen anderen Köpfen, lass es irgendwelche Fleischburger, was auch immer sein, wo dann die Veganer irgendwie sagen, nee, das würde ich nie machen so. Und da muss man halt für sich dann die Entscheidung einfach treffen. Oder selbst H&M, sagen viele, ist halt auch am Ende dann irgendwie, da wird dann in anderen Ländern die Leute ausgenutzt, die Klamotten nähen. Und auch da, weißt du, das ist immer, die Linie zu ziehen, muss jeder selber machen und die ist nirgends richtig oder falsch. So, natürlich gibt es Grenzen, aber ja. Ja, Politik hatten wir auch schon als Beispiel. Politik, ja. Würde man jetzt für jede Partei irgendwie fotografisch was umsetzen? Ja, hatte ich mal eine Anfrage, also es war nicht die böse Partei, sondern eine andere. Eigentlich gar nicht schlimm und da habe ich dann auch erstmal gefragt, kann man das mal, aber also ich finde immer Zigaretten ein sehr gutes Beispiel. Ja, das habe ich mal abgesagt. Genau, weil da scheiden sich die Geister. Manche sagen es ganz grundsätzlich ab. Ich zum Beispiel, ich würde sagen, ja, würde ich machen. Ich habe selber lange geraucht so. Wenn jemand anfängt zu rauchen, ist es der Person seine Entscheidung so. Aber ja, manche sagen da auch grundsätzlich nein, mache ich nicht. Ja, oder auch Alkohol gibt es manche, die es nicht machen und solche Themen. Genau, ja, also das ist aber auch dumm, weil Alkohol habe ich zum Beispiel hier und da Werbung gemacht, das ist genauso schädlich eigentlich, aber bei Rauchen ist so, meine Mutter raucht halt, ich habe es immer gehasst. Ja. Aber es war dann so eine geile Anfrage für Vapen, irgendwo nach Asien fliegen, 6 Fotografen, ich so, boah, nee, will ich nicht. Ja, das ist dann deine eigene Entscheidung. Genau, aber Alkohol konsumiere ich halt und ich finde halt natürlich Maßen, ne, Bipapo. Aber ja, es ist an sich ja nichts anderes, aber ich glaube, da ist dann das Persönliche, was du einfach mitnimmst. Ja, ist wie gesagt ja auch ein Privileg, das dann entscheiden zu können. Absolut, ja. Aber am Ende steht der eigene Name drunter. Und das darf man auch nicht vergessen. Ja, aber
Ja, muss man auch einfach lernen, glaube ich. Also ich bin, glaube ich, wie du mittlerweile, ich habe jetzt Adobe zum Beispiel, das passt wie die Faust aufs Auge. Ja, Wir benutzen jeden Tag Lightroom, wenn du dafür Werbung machen darfst, kann man ja fast schon so sagen, also das voll. ist ja was, also und deswegen bin ich da auch viel, weil ich habe es mir auch lieber zum Ziel gemacht, lieber mit seinen eigenen Sachen dann mit der Community quasi, das klingt immer so hart, so Geld zu verdienen, aber die haben ja auch alle was davon, also sei es ein Preset oder was anderes. Ja, aber man muss immer vorsichtig in Deutschland das formulieren, sonst denken die, man will alle nur ausnutzen, ist es nicht. Ja. Aber lieber damit dann das zu generieren, als halt mit einer beschissenen Kooperation. Also das war dann auch so ein Switch im Kopf. Ja, wir haben uns auch im Podcast jetzt auch ein paar dann auch doch auch überlegen müssen, ob wir es machen oder nicht. Ja. Und haben auch abgesagt. Ja. Teilweise, ja, safe. Und das ist auch, glaube ich, genau richtig so. Absolut, ja. Total. So, wir sprechen schon ein bisschen. Ich glaube, wir können zur letzten Frage kommen. Wie lange nehmen wir schon 20. Was? 1,20? 1,20. Alter, fühlt sich an wie 40 Minuten oder so. Ja, sehr gut. Wir sind hier richtig am Quatscheln, Leute. Aber die letzte Frage macht noch mal so ein bisschen was auf. Deswegen, mal gucken. Was würden wir machen, wenn wir jetzt noch mal bei 0 anfangen würden? Vor allem natürlich für unsere Fotografen und Fotografinnen. Wir haben alle 0 Follower. Was würden wir tun? Mit Paul dem Wissen von heute? Genau, also mit dem Wissen Stand von, jetzt natürlich mit einen dem neuen Instagram-Account starten? Ja. Okay. Für uns auch als Fotograf. Jetzt nicht für das Studio oder so, sondern wirklich für uns. Ich glaube, ich würde viel mal diese Behind-the-Scenes-Schiene fahren, weil mittlerweile interessiert es ja viel mehr Leute, das fertige Bild, weil das kennt jetzt jeder, weiß jeder, also du siehst ja selten ein Bild, was so faszinierend ist, dass es was Neues ist, aber dieses Behind-the-Scenes ist ja viel, viel interessanter für Leute, wo stand das Licht, wie ist dieser Moment entstanden, lass es Street Photography sein, also ich glaube, deswegen würde ich wahrscheinlich so eine Schiene fahren, dass ich die Bilder hochlade und einen Tag später die Geschichte dazu. Also ich glaube, so würde ich anfangen und dann kannst du in den Stories immer noch ein bisschen ausführlicher dazu reden. Aber ich glaube, so würde ich es machen. Du kannst auch theoretisch das in 3 Formate aufsplitten. Fotos, Behind the Scenes und dann erzählst du noch in einem Reel vielleicht die Geschichten hinter den Bildern, warum es dir so viel bedeutet. Ich glaube, so würde ich anfangen, weil so sehen alle deine professionellen Bilder. Dann erfahren aber auch andere Leute, wie es dazu gekommen ist. Und dann erfahren die trotzdem was über dich, warum es dir so wichtig ist. Ja. Und ich glaube, so würde ich bei 0 anfangen. Und ich sehe auch andere kleine Accounts, die jetzt so, man hat mal ein Video gesehen vom halben Jahr und dann geht man so wieder auf die rauf und ich so, wow, die haben mich ja überholt quasi, weil die halt dieses Behind the Scenes machen und das die Leute einfach viel mehr abholt als ein Bild, weil da spricht keiner zu dir. Also es ist ein schönes Bild, aber die Leute wollen halt mit dir interagieren. Und auch einen Mehrwert haben von dem, was sie da konsumieren. Genau, und ich glaube, so würde ich bei 0 starten. Und was wäre wirklich so das wichtigste Tool? Reels, Beiträge, Stories? Wenn du das so kategorisieren müsstest? Ich glaube Reel-Beiträge, Stories. Weil Reels einfach so viel mehr Chance haben. Ja. Ich habe das System bis jetzt nicht gedribbelt bekommen. Also ich bin zufrieden damit. Komm noch. Ja, aber ich glaube, heutzutage muss man diese Reihenfolge fahren, um erfolgreich. Wenn man erfolgreich damit sein möchte, muss man so fahren, weil Fotos juckt einfach nicht mehr so. Reels werden halt auch Leuten angezeigt, die dir nicht folgen. Sonst bleibst du halt immer in deinem Dunstkreis, wenn du jetzt zum Beispiel nur Stories bespielst. Oder auch Beiträge. Ja, Fotos gehen schnell unter. Wird halt aber auch so von Instagram. Ja, es ist halt steuerhaft. Du musst halt das Spiel mit denen spielen. Schaut mal auf die Explore-Page, also unten, wo die Lupe ist. Die Sachen, die groß angezeigt werden, sind immer Videos, immer Reels. Ja. Und das ist dann natürlich auch das, wo man am ehesten draufklickt, natürlich, weil es einfach groß ist. Ja, und du klickst allgemein eher auf das Reel-Zeichen unten, finde ich. Weil du halt weißt, hier werde ich bespaßt. Ja. Und ich will ja nicht suchen, so ist ja der Kopf, ich will ja nicht erst suchen müssen, auf einen Beitrag klicken müssen, sondern du klickst auf das Reel-Zeichen und weißt ja direkt, mit dem ersten Klick geht dein Entertainment. Auch ganz selten auf diese der Dopamin-Kick, er startet jetzt. Also es ist ja wie ein armiger Bandit. Du weißt, mit einem Klick rattert's los. Und bei der Lupe musst du ja gucken, ein Klick mehr. Die Lupe verrät halt was über deine Eigenschaften. Ja. Also ob du ein perverses Schwein bist oder nur Frauen sind oder halt nur Hunde. 3D-Drucker. Also jetzt, als wir in Kanada waren, war halt alles voll mit Bären. Das ist so krass. Also, die wissen natürlich, dass du dann da vor Ort bist. Dann guckst du einen Bären. Also wir haben nur noch, also bei mir sind alle Frauen weg gewesen, nur noch Bären. Nein, aber es ist, also deswegen, ich glaube, das sind halt diese. Ja, Instagram weiß Bescheid, ne? Aber wie würdet ihr es machen? Soll ich, oder was? Ich habe ja nicht so viele Follower, deswegen kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht sagen, ich würde das anders machen, um genauso viel wie jetzt zu bekommen.
Aber ich glaube, bei mir ist es ein bisschen dieses, was ich jetzt auch sagen muss, durch den Podcast deutlich mir leichter fällt, mich zu zeigen als Person auch und mich nicht komisch zu fühlen, meine Stimme zu hören, mich als Video im Internet zu sehen und auch diese Angst zu verlieren, dass andere Menschen mich beurteilen, weil das passiert zwangsweise so. Und einfach da ein bisschen offener mit umzugehen, zu sagen, das ist okay, ich kann das machen und wenn es jemand interessiert, ist toll und wenn es jemand toll findet, ist es toll. Und wenn es jemand nicht gut findet, mir nicht selber eine Platte zu machen, sondern zu sagen, ja, dann scheiße ich halt auf die Person. So, weil Kann es nicht jedem gerecht ja, werden. ist gerade Feuerwehr, aber genau. Das wäre so, glaube ich, das, was ich vielleicht auch jetzt in Zukunft noch mehr anders mache, aber wenn ich nochmal 0 anfangen würde, das vielleicht, ja. Kannst du hören, ob das Feuerwehr oder Krankenwagen ist? Oder Polizei? Das ist Polizei. Das ist Polizei. Boah, Feuerwehr hört man auf jeden Fall. ihr Das hört ist den anders. Unterschied? CRB 19, hier aufgewachsen. Krank, weil Ja. das würde ich nicht hören. Also Das wahrscheinlich, also Feuerwehr ist eher lauter und länger, glaube ich, und das ist eher so, Feuerwehr ist tut richtig weh. muss ich mal ein YouTube-Video angucken. Ich muss ja meinen Algorithmus drauf how to trainieren. separate Ja, how to police and separate. Okay. So, jetzt du. Also viele Sachen kann ich komplett so unterschreiben, möchte ich jetzt auch nicht nochmal wiederholen. Mein Magen knurrt gerade, ich habe ein bisschen Hunger, Leute. Ich hoffe, man hört es nicht. Was ich noch auf jeden Fall beachten würde, ist kontinuierlich posten, wenn nicht sogar so feste Produktionstage mir zu machen, wo ich dann wirklich sage, hey, jeden Dienstag von, keine Ahnung, 14 Uhr bis 18 Uhr nehme ich den Content auf, den ich vorher irgendwie plane und so, auch Reels, und dann bespiele ich das über die nächsten 2-3 Tage, sodass man da einfach eine Routine reinbekommt, weil ist ja schön und gut, dass man mal ein Reel machen will, mal eine Story und so, aber wenn so das Konzept fehlt und man wirklich das immer hinten anstellt und guckt, naja, wenn ich da jetzt mal Zeit habe, das wird langfristig eher weniger gut funktionieren, kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, aber wenn man weiß, ey, immer an den und den Tagen, da kümmere ich mich darum, man muss ja auch wirklich nicht sofort posten, man kann sowas gut vorplanen, dann ist es einfacher, dann auch diese Kontinuität zu halten. Ja, weil du es ja auch musst. Wenn du halt sagst, du machst jeden Dienstag, zeigst du deinen Shot der Woche. Genau, wie so ein Format, auch so ein wöchentliches Format, was einen so zwingt, wo die Leute drauf warten, wo sie halt wissen, naja, hier immer Dienstag 18 Uhr, da ist doch das, dann fühlt man sich noch mehr verpflichtet, das dann auch wirklich zu filmen und zu posten. Und ja, ich glaube, sowas kann auch ein guter Antrieb sein. Das sind so die wichtigsten Sachen. Durchhalten. Ich bekomme auch immer wieder Leute mit, die dann wirklich über 2-3 Wochen so jeden Tag so richtig am Start sind. Ich denke mir so krass und dann plötzlich so gar nichts mehr. Denke ich mir auch, ja gut. Ja, weil ich glaube, die wollen dann den Applaus blöd gesagt haben, aber wenn es dann nicht funktioniert, ist es ja auch so deprimierend, weil du steckst da so viel unnötige Zeit da rein, weil du kriegst da wirklich nichts davon in den ersten 3 Monaten, würde ich sagen. Und da kann ich auch verstehen, dass viele das Licht am Tunnel nicht sehen wollen oder sehen werden. Genau, wollte auch sagen, ich finde es dann auch okay, dass man sagt, dann höre ich es halt wieder auf. Wenn es mir dann auf einmal keinen Spaß mehr macht. Kannst ja im Reim mit dir sein, du hast es probiert, Genau. Ja. Aber ich will jetzt wirklich auch das probieren, so wie du beschrieben. Ich will jetzt auch so Tage einführen, weil ich da auch irgendwie, ich will es einfach mal ausprobieren. Also zum Beispiel ich habe mir schon Namen auch überlegt, wie man also zum Beispiel Dienstag, dann der Dienstleistertag, dass man zum Beispiel also ich finde zum Beispiel auch spannend, mal andere Leute vorzustellen. Ja. Weil man präsentiert ja immer nur sich, sondern dass man dann den Dienstleistertag einführt, wo man halt ein Profil vorstellt, Oder der Klickwoch, wo man dann ein Produkt aus dem Verleih vorstellt. Also sowas liebe ich, so Wortwitze. Ja. Und ich finde, sowas will ich halt einführen. Und man muss ja nicht mit 7 Videos in 7 Tagen starten und dann sagst du halt, das sind 3 und dann hast du Bock und irgendwann kommst du ja rein. Weil zum Beispiel beim Abid habe ich mir das auch mal angehört, der sagt halt, eine Routine ist ja eher, also es nervt natürlich erst, aber zum Beispiel Zähneputzen machen wir ja alle. Das hat er als Beispiel genommen. Und irgendwann ist es ja so drin, dass du gar nicht mehr drüber nachdenkst. Und wenn du halt immer dran diese 3 Tage hast, wo du dann denkst du ja gar nicht mehr drüber nach, sondern du machst es einfach, das ist ein Konzept. Und ich habe jetzt auch so ein Buch gelesen im Urlaub, die 1%-Methode. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen so Entrepreneur-Shit so, aber mir haben auch viele geschrieben, wann kommt die WhatsApp-Gruppe, aber mir hat sehr viel geholfen einfach, dass du halt dann sagst, also dir zum Beispiel eine schlechte Gewohnheit verbindest mit einer guten, dass du erst quasi was Gutes machst und dann darfst du dich mit der schlechten belohnen. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Weg, wie man sich dazu zwingen kann, das zu machen, glaube ich. Ja, sehr gutes Buch. Haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer Folge schon öfter empfohlen. Erwähnt, ja. Das ist crazy. Also wiederholt sich oft auch, Atomic Habits. Atomic Habits, ist das Englische. Ja. Ich wusste nicht, dass das Gleiche ist. Ja.
wiederholt sich auch. Ja, aber also oft ich bin finde ich so, generell, hätte ich das nicht. Also, warte mal, wenn ich jetzt 3 Seiten zurückblätter. Ja. Aber es ist ja oft so, dass man Dinge auch einfach öfter hören muss, um sie dann wirklich zu verinnerlichen. Benennen und zeigen war das eine Kapitel. Ja, die Züge in Japan, da zeigen die auf was und dann sagen sie es dazu. Und dadurch ist die Fehlerquote um 70% vermieden worden. Hat die Metro in New York das übernommen und dadurch wurden auch um 70% die Unfälle runtergefahren. Also benennen und zeigen heißt, ich mache, also zum Beispiel du sagst dir, ich stehe morgen um 8 Uhr auf und gehe zum Sport. Wenn du es dir halt sagst, verinnerlichst du es halt viel. Also ich drifte ab in das Buch, aber für mich, also weil ich halt sehr, sehr schlecht in sowas bin, auch also weil als Selbstständiger bin ich halt so, wenn ich nichts zu tun habe, dann stehe ich halt um 10 Uhr auf, aber ich habe jetzt angefangen mit Urban Sports Club. Ich gehe halt 8 Uhr morgens zum Sport und dadurch komme ich halt raus. Und Gehst du auch manchmal zum Spinning? Spinning, ja, zu Roadcycle. Ich sehe dich dann immer. Ja, ein kleines Spinning-Maus hier. Ich bin auch eine Spinning-Maus, ich bin auch nicht in Charlottenburg unterwegs. Ja, Sonst hätten wir uns vielleicht mal gesehen auf dem Rad. Also ich sterbe jedes Mal und ich ziehe den Hut, wie gerade die Frauen da das schaffen, durchgehend zu stehen und ich stehe da so, gucke. Das ist alles Routine, Leute. Ja. Da haben wir jetzt hier unseren roten Faden. Wir hatten die Folge letztens auch über Routinen und mir hat das zum ist Beispiel nicht immer leicht, aber ja. Wenn man es hinkriegt, hilft es einem sehr auch. Du musst halt irgendwann einmal deinen Arsch hochbekommen und bei mir war es dann halt dieses Aufzwingen von einem Sportkurs und durch dieses Anmelden bei Urban. Ja. Du zahlst ja 5 oder 13 Euro bei einem No-Show. Und so viel sogar? Also 5 Euro beim ersten Mal und wenn du gar nicht da bist, zahlst du, glaube ich, 3. Also ich glaube, eigentlich sind es 5, manchmal wurde mir 13, keine Ahnung. Aber das zwingt dich ja dann da hinzugehen, auch wenn es blöd gesagt nur 5 Euro sind, das tut jetzt keinem so doll weh, aber es ist halt, das hast du ja, auch ohne die Stornierung, es kostet 70 Euro, dieses M-Paket. Ja. So, das ist viel Geld im Monat. Ja. Da musst du dann schon auch mal zu Kursen gehen, sonst lohnt sich das nicht. Und so habe ich es dann halt geschafft, da eine Routine reinzubekommen, als Selbstständiger mal nicht bis 10 im Bett zu liegen, noch YouTube-Videos, sondern bis zum 11 und machst all die Mails, sondern das pusht dich dann einfach so ein bisschen. Ja. Und es geht einem besser, wenn man Sport macht. Also mir fällt Machst du eher morgens oder abends? Unterschiedlich. Okay. Ja, eher gerade abends. Ja. So, weil ich auch zum Spinning immer noch mit jemand anderem gehe. Ja. Dann muss es immer so passen, aber. Ja, ich bin morgens. Ja, verstehe ich auch. Du hast was geschafft schon am Tag und hast nach abends, kannst dich noch Also du bist nicht so gebunden abends. Laufen gehe ich auch eher morgens. Du auch, oder? Unterschiedlich. Morgens oder abends. Ja. Machen wir dann in unserer Sportfolge. Ja, wir sind Halbmarathon-Mäuse, Jules und ich noch. Willst du mitkommen? Bist eingeladen. Auf keinen Fall. Alles über 5 Kilometer wie raus. Im April Halbmarathon. Wir sind auf jeden Fall dabei, falls du doch noch deine Meinung änderst. Wir nehmen dich gerne in unsere Gruppe auf. Ja, ich glaube, also ich wollte mal eine Wette machen, dass ich einen Marathon laufe ohne Vorbereitung, aber das hat ich glaube, das ist auch eine blöde Wette, ehrlich gesagt. Das ist eine blöde Wette. Ja. Nee, Joggen, also ich liebe dieses Zirkeltraining, Spinning. Ja. Spinning finde ich auch toll. Empfehlung. Erstmal ist scheiße, danach wird's gut. Bambi sagt Hallo. Ja. Hallo. Das war die beste Folge, die wir je aufgenommen haben. Mausi. Schön, das war eine richtig tolle Folge, ihr Lieben. Das war ein gutes Gespräch. Ich hoffe, die Leute, die zuhören, konnten die ein oder andere Sache mitnehmen. Aber auch ich fand das hier sehr bereichernd und hoffe, dass wir uns auch mal widersprechen. Vielleicht mit einem ganz anderen Thema. Ja. Sehr gerne. Zum Beispiel Studio in Berlin. Studio in Berlin ist ein Thema. Vielleicht hast du das nächste Mal dann eins schon. Ja, oder ich finde auch ein spannendes Thema halt Selbstständigkeit neben der Selbstständigkeit. Also wenn man halt ein Business führt quasi. Ist ja hier das Studio, der Verleih. Ich finde das auch nochmal ganz interessant. Ja, voll. Sehr gut. Und wenn du natürlich hier deine Social-Media-Strategie durchziehst, können wir das ja auch mal ein bisschen noch analysieren. Oder? Ja. Dann können wir vorher-nachher so ein Split, ja, wirklich. Dann kann ich das hier einblenden, wie ich es gesagt habe. Also mit nostalgischer Musik mit Ludovic Einaudi. Und dann kannst du deine WhatsApp-Gruppe auch promoten. Das ist gutes Marketing. Ja. Sehr gut. In diesem Sinne, tschüss von uns Vieren jetzt. Ein Hund ist noch mit dazugekommen. Und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Danke dir. Danke und dir. Tschüss. Tschüss.